Moin moin. Hallo, hi ho, wassa. Willkommen, alles was dazugehört, zu einem weiteren Stream von die Genshin du Impacto, was man definitiv sich nicht so nennt. Heute stehen an Erkundungen und vielleicht die ein oder andere Quest. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen angefixt, was die 2.7er Quests angeht, die wohl sehr gut sein soll in allgemeiner Meinung. Wäre schön, die zu spielen. Die haben wir ja im letzten Stream quasi freigespielt. So, als allererstes frage ich mich, warum ist hier ein Käfig mit einem Vogel? Den habe ich nie gesehen. Also ich kann mir schon denken, warum. Gaser und so, ne? Aber wieso habe ich die noch nie bemerkt? So, ansonsten müssen wir schauen, wie es um die generelle Lautstärke des Spiels steht und die Synchronität und alles. Ich würde sagen, wir werden erstmal kurz umschalten. Hallo, hier sind wir. Wieder da, wie immer, quasi. Und lassen wir es explodieren. Vielleicht. Na komm. Oh. But the truth is still unknown. Hat zum Glück niemand gesehen. Okay. Ja, lass mal checken, wie das war. Hat niemand gesehen, das aber trotzdem nochmal replayen. Oh. But the truth is still unknown. Das war aber zu spät, warte. Und, lassen wir es explodieren. Vielleicht. Na komm. Oh. But the truth. Es ist auf jeden Fall synchron, das lässt sich so festhalten. Ganz kleinen Moment. So, da musste ich mal schon Stimme reinigen. So, beim letzten Mal sind wir ja fast an die Komplettierung dieser Kluft gekommen. Es waren 96%. Ich habe zwischendurch noch eine Truhe gefunden und einen Wegpunkt gefunden. Und genau zu diesem Wegpunkt gehen wir jetzt am besten mal. Denn da ist etwas, worauf ein Arbeitskollege mich hingewiesen hat, was ich vielleicht oder vielleicht nicht schon mal entdeckt habe. Ich bin der Meinung, dass nein. Mal schauen, erstmal finden. Erstmal hingehen. So. Wir haben zwei Ziele hier. Das erste ist das zweite ist das Gitter, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich da durchkomme. Aber ich habe in der Oberwelt etwas Interessantes gefunden, als ich 2 World Quests gemacht hatte heute. Wir hatten im letzten Stream so einen Teil einer Schatzkarte gefunden und ich habe den zweiten Teil davon gefunden heute. Also, schauen wir mal, wo uns das Ding hinführt. Das ist irgendwas auf der Oberwelt. Muss mal gerade gucken. Irgendwo hier soll es eine Schalltafel oder sowas geben. Oh, da geht's nicht lang. Vielleicht hier im Hauptraum. Ansonsten bleiben da ja nur ein paar Richtungen. Oh, ich bin fast runtergefallen. Ja. Weniger hier. Oh. Ich will nicht runterfallen. Ganz egal, wie das aussieht. Ich will es nicht. Es geht Richtung Waypoint. Scheint doch Sackgasse zu sein. Hier vielleicht. Es geht, glaube ich, ein bisschen weiter. War ich in dem Raum nicht vorhin?
Das ist auf jeden Fall nicht. Vielleicht hoch? Hier war ich wirklich gerade. Toll. Alright. Dann ist die Seele in der umgedrehte Teleporter. Da kamen wir hierher. Das ist es also nicht. Take it easy. Aber ich habe da eine Markierung auf der Karte. Kann sein, dass ich das wirklich schon mal entdeckt hatte. Folgen wir mal. Dann wäre es die Richtung. Ja, da ist wirklich was. Alright. Ja, das ist genau das, was wir suchten. Rede Tenebris. What? Ja, ist nicht mal das Unverwaschene kann ich lesen. Es ist aber nicht der Beginn einer neuen Quest. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Alright. Irgendwie habe ich mir davon aber ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht im Zuge einer Quest? Oh. Okay. Ich lasse das dann mal markiert, nur für den Fall, dass das wirklich noch irgendwie wichtig wird. Gut. Mit dem Gitter weiß ich immer noch nicht Bescheid. Wir sind bei 98%. Hier ist noch blau. Das ist aber nicht die Stelle mit dem Gitter. Wenn das mir wirklich eines dieser Kristalldinger zeigen sollte, dann müsste ich dem mal kurz nachgehen. Was ich übrigens bis dato noch nicht wirklich weiß, aber es ergibt Sinn, weil bei Geokuli und Animokuli oder Elektrokuli, bei Brokkoli wurden die auf der Karte auch immer so angezeigt. Und wir haben ja eine Fähigkeit bei unserem Kristall, eine Ascension, bekommen, die uns welche auf der Karte anzeigen soll. Yep, eindeutig, das ist es. Okay. Das ist der letzte, der uns noch fehlte. Machen wir so. Danke für die Schmetterlinge. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, auf welcher Ebene da unten. Da ist er schon. So, und das war der vorletzte. Den letzten haben wir lokalisiert und Thomas Schild ist leider ziemlich nutzlos. Aber hier in der Nähe waren wir beim letzten Stream. Oder? Ich bin schon der Meinung. Sterbbüsche. Ich will nur gerade, wenn ich dann schon mal hier bin, an einem scheinbar Gebiet, wo ich vielleicht nicht war, schauen, ob da noch was ist, was ich übersehen haben könnte, eventuell. Wir haben ja auf jeden Fall Indikatoren dafür, dass ich da nicht war. Zumindest nicht on-stream. Vielleicht irgendwann mal off-stream, wo ich vehement nichts einsammle. Okay. Quietly now. Busted. No, my son.
Rain outlines your fate. Oder ist noch ein zweiter? Gotcha. Witness the power of good. Supporting fire! Power that ended hype. Here comes the catch. Okay. Take it easy. Alright. Also in diesem Raum waren wir tatsächlich auch noch nicht. Das sieht man. Aber viel geben tut sie nicht. Aber wir waren in einem Raum, der genau dasselbe Layout hatte. Und ich habe hier einen Teleporter freigeschalten. Also, ja. Offstream war ich hier auf jeden Fall. Hi, Alvina. Hey ho. Wie geht's? Da unten waren wir auch. Die Sache ist, 2%. Ich weiß, was mir fehlt, ist das in dem Gitter. Keine Ahnung, wie ich da rankomme, ne? Aber ich halte es für möglich, dass da noch was ist. Da ist höchstwahrscheinlich noch was, weil nach den 100% egal wo, habe ich immer noch was eingesammelt. Eigentlich ganz gut. Und bei dir so? Mir auch. Ich bin etwas müde heute, zugegeben, aber ansonsten super. Heute frei, morgen frei. Das könnte besser kaum sein. Alright. Don't get too close! No, my sword. Check this out! Zu spät. Quietly now. Machen wir Partikel. So. Aber die benutzt man nicht für den. Gotcha. Warte. So. Ich will Thomas gerade heilen. Oh, okay. Keine Truhe. Aber was hat es damit auf sich? Den haben wir beim letzten Stream gesehen. Da habe ich dahinter geguckt und da ist, glaube ich, auch etwas. So was Blaues. Was ist das? Ich erkenne es nicht. Es könnte so eine Leuchtsäule sein. Don't get too close! Busted. Ja, stimmt, ein verlängertes Wochenende ist schon ein Träumchen. Mhm. Also sofern man frei hat, versteht sich. Es gibt ja gewisse Berufe, bei denen Feiertage irrelevant sind, leider. Gotcha. Take it easy. Ich komme mit einer Quest dorthin. Take it easy. Ja, alright. Da brauche ich da ja gar nicht weiter nachgucken. Dann steht er wahrscheinlich irgendwann auf und dann können wir es aufmachen. Gut, aber ansonsten habe ich hier erstmal nichts. Dann, kümmern wir uns mal um die Oberwelt, die Schatzkarte, die ich da auf Screen gefunden habe. Na, erstmal die Erkundungsbelohnungen. Ihr hört es im Hintergrund ein bisschen rauschen, ich habe einen Ventilator an. Ich werde auf den zurzeit einfach nicht verzichten können. Es ist sehr warm. Dafür Entschuldigung. Ich habe übrigens herausgefunden, warum beim letzten Mal beim Einsammeln hier in Liue da oben nicht mehr die Erze waren. Also sie waren scheinbar immer da oben.
Nur das wurde jetzt verändert, dass die Belohnung hier anders ist. Hier wurde ein bisschen was umgewandelt. Ich will nur noch mal gerade gucken, ob da noch was Neues ist, aber nee. Nicht wirklich. Gut. Dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo genau wir hin müssen. Das ist irgendwo auf der Oberwelt. Da ist sie. Okay, bei dem unteren Ding muss ich einen Busch verbrennen? Irgendwie so? Habe ich das etwa schon markiert? Vielleicht. Ich glaube, es ist weiter hier, aber wir schauen mal. Ich muss mal gucken, was ich dort markiert habe. Okay, noch weiter hoch. Wenn wir zwischendurch noch etwas anderes entdecken, umso besser. Mir ist übrigens was aufgefallen auf Screen, als ich diese eine Quest gemacht habe, wo ich das Schatzkartenteil gefunden hatte, musste ich hier in die Nähe und habe bemerkt, scheinbar bin ich hier noch nie gewesen. Das ist eine aktivierte Celi hier auf dem Weg dorthin, aber ich habe nicht mal den Teleportpunkt. Also, meine Prozente, die in der Oberwelt fehlen, ein bisschen davon wird sich wohl dort finden lassen. Kann man von ausgehen. Kein Jonglier dabei gerade. Das ist so gewohnt. Ihn immer und überall dabei zu haben. Hier. Check this out. Another test subject. Suffocate. Keine Ahnung, ob es das war. Have a little taste. Suffocate. Taste. Quietly now. Picked it. The wrong test subject. Ich glaube, das war's. Hi, Lea. Gotcha. Ups, was? Ha? Betreten. Diebeshöhle. Wir sind hinter dem Gitter. Wow. Hätte nicht gedacht, dass das connected. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Das ist dann der letzte Kristall. Yes. Busted. Gotcha. The wrong test subject. Ist hier noch was drin? Nee, soweit nicht. Und 99? Nein, 100%. Okay, das war's. Die wollte ich ja noch behalten. Das war's. Okay. Da sind wir unten sogar komplett durch. Also da wird wohl noch eine Truhe sein. Wie gesagt, nach den 100% findet man immer noch was. Was ist das hier? Öffnet 200 Truhen im Gebiet, große Kluft. Okay, das wird wohl auch oben beinhalten. Aktiviere alle Teleportationspunkte. Das wird der letzte dort sein. Da steht es auch 19 von 20. Verstärke den Lumenkatalysator auf die höchste Stufe. Das machen wir jetzt. Hier unten. Mir geht's gut. Neuigkeiten für mich. Und Hi Trapper. Werde mir jetzt immer mehr Switch-Spiele besorgen. Hört sich gut an, oder? Also, je nachdem, wie es für dich halt ist, ne? Wenn es dich freut, freut es mich auch. Mann, bin ich klein. Okay. Sehr schön.
Wie weit sind wir? 103. Es läuft schon. Es läuft schon. So, okay. Der letzte Teleportpunkt. Und was war das andere? 200 Truhen. Da kommen wir auch noch hin irgendwie. Schauen wir mal. Wir sind dort bei der Kluft jetzt auf 73%. Ich hatte zwischendurch noch in der Quest 2 große Truhen gehabt. Ich habe hier sehr viele Sachen markiert. Warum eigentlich? Das muss ich vor Monaten gemacht haben. Vielleicht können wir ja mal was zusammenspielen. Also bei mir eher nicht. Ich bin nicht so der Zusammenspieltyp. Das einzige Switch-Game, was ich zurzeit auch im Augen habe, ist Xenoblade Chronicles 3. Und das kommt noch nicht raus. Don't get too close. Ich sollte das vielleicht mal aus meinem Auge rausholen. Ring cutter. Here's backup. Eyes on me. Things are about to get dicey. Ha! Quietly now. So, was ich markiert habe, ist nicht unbedingt hier. Ja gut, Smash ist immer eine Sache, ne? Aber habe ich jetzt auch schon seit dem Release von Zora nicht mehr gespielt. Also so wirklich gar nicht. Nicht mehr privat irgendwie alleine. Vielleicht ist, was ich markiert habe, auch oben. Das ist so tückisch, wenn es hier überall Höhlen gibt. Da bin ich mir nicht sicher, auf welcher Höhenebene wir Sachen markiert haben. Immer noch den Nintendo-Account erstellen? Das ist Monate her. Na gut, Mario Kart habe ich auch. Gotcha. Should Busted. such a pain. Alright. Take it easy. Also wenn es oben ist, dann ist das ja hier so. Geht es um Take it diese easy. Resonanzdinger? Sure. Das Ding aktiviert sich immer noch. Aber ich sehe nicht, was es macht. Das ist doch einfach nur so zum Weiterleiten. Quake. Nein. Weiß nicht so, die Dinger gehen noch auf. Stabilize. Wohin wollte ich das Leiterweiten? Genau, weiterleiten wollen. Ich glaube, dass ich das vielleicht schon gemacht habe. Vielleicht bin ich dem dann begegnet, nachdem ich es gemacht habe und habe gedacht, da steckt noch mehr hinter wegen dieser Plattform und weil ich damit gerade nichts auslöse. Ich glaube, genau so ist es. So, das habe ich da gerade oben gesehen. Wo war das genau? Ich lösche mal die Markierung hier. Darum war es nicht.
Das war aber nicht die Minze da oben. Nee, glaube ich nicht. Ich habe irgendwas Blaues gesehen und ich dachte, das ist so eine von diesen Blumen, wo man damit im Bogenschützen was abschießen muss. Das wäre ja auch schon direkt eine Truhe, deswegen finde ich es wichtig, dem nachzugehen. Aber... ich sehe nichts. Smash of the Wii war aber auch klasse. Ich mochte Brawl sehr gerne, entgegen der allgemeinen Meinung. So, haben wir damit schon was gemacht? Können wir damit was machen? In Assassin's Creed Valhalla habe ich solche Steinhaufen immer noch selbst gebaut. Hm. Oh, eine Truhe. Und da bin ich auch schon ein paar Mal vorbei, als ich die eine Quest gemacht habe. Ach, das war einer. Gotcha. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Okay, das Steinding hatte ich schon. Da erscheint nur eine Truhe. Okay, gut. Da habe ich es mir wahrscheinlich markiert, nachdem ich die Truhe schon hatte und dachte, da wäre mehr dahinter, weil ich in dem Moment nichts machen konnte damit. Das klingt ganz nach mir. Okay, ich habe es nicht nur gesehen, ich habe es auch gefunden. Es ist genau, was ich dachte. Boah. Oh, AOE. Jawohl. Treasure. Sehr One way to gut. draw your target out of hiding. Okay, wir bewegen uns so langsam auf den Teleportpunkt zu. Ich will ihn mal markieren. Und dann schauen wir mal, was es auf dem Weg noch gibt. Da ich da schon ein, zwei Mal dran vorbeigelaufen bin, kann ich sagen, gar nicht mal so viel. Oh, hier haben wir einen zerstörbaren Stein. Stabilize! One man's stone is another man's gem. And what a gem it is. So, das Ding hatten wir schon erledigt, deswegen leuchtet es so. Okay. Das Ding hier ist, glaube ich, auch erledigt. Noch Überbleibsel vergangener Taten. Dann haben wir das Ding. 4. Ja, 4 habe ich. Ich versuche gerade Primus zu sammeln, um mir vielleicht im Runtime des Banners noch eine 5. zu holen. Also es ist realistisch, dass ich eine 50-50 erreiche. Ob ich sie gewinne, ist jetzt eine andere Sache, aber ja, wir schauen mal. Es ist alles irgendwie ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Auf eine sehr positive Weise. Achso, das sind nur Nachtjade. Ich dachte schon, hä, ist das so eine Vorrichtung, die ich aktivieren kann mit Kristall-Sachen? Jesus. Das dachte ich mir auch. Das dachte ich mir auch. Ich wusste gar nicht, was los war. In meiner gesamten Genshin-Zeit ist sowas noch nie passiert. Die hat die Waffe auch noch. Eine Kitsching gab's auch. Also es ist einiges passiert. Oh, der Punkt. Okay, der Punkt. Da haben wir ihn. Dann kollekten wir das Ding. Dann schauen wir mal. Wir sind bei fast 120.
Okay. Und hier gibt es bestimmt einige Sachen, die ich nie gesehen, entdeckt habe. Ja, da haben wir schon was. I got careless. Das sind aber ganz schön viele Weiterleitungen. Solidify. Unsolicited. Ah, das war die And 200. all the Truhe. more valuable for it. Ja Mensch, dann haben wir alle Errungenschaften innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen. Das macht dann schon 139. Sehr schön. Aber das heißt nicht, dass wir durch sind. Gotcha. What you got? Quiet. Another test subject. Picked the wrong test subject. Ich habe hier das Artefakt-Set übrigens seit dem letzten Stream mal ein bisschen angepasst, eine Celi. Sie hat jetzt 10% weniger Crit-Rate, aber ich konnte ihr im Austausch dafür, sie hat ja 210 Crit-Damage, ich konnte das auf 240 erhöhen und noch ein klein wenig Aufladerate rauspressen, die ich vorher nicht hatte. Also, ich denke, das ist okay so. Take it easy. Sehr viel häufiger nicht-Critten tue ich dadurch auch nicht. Der Unterschied zwischen 84 und 96 ist jetzt nicht so groß, auch wenn es sich so groß anhört. Easy money. Oh ja, bei Trapper ist auch sehr gut gelaufen. Ach ja, Baby. Oh, sehr gut. Du warst das. Ich hatte letztens im letzten Stream noch mit Trapper darüber geredet oder ihn gefragt oder angemerkt. Da war doch noch jemand, der healern wollte. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wer das war. Als ich dich jetzt sah, dachte ich dann so, warst du das? Ich glaube, du warst das. Gotcha. Sehr schön. Easy money. Jetzt bin ich hier so schnell, dass ich alles liegen lasse. Das ist gut. Bei meinen Arbeitskollegen auch. Also es hat irgendwie bei jedem super gut geklappt. Richtig schön. Richtig schön. Ist dann auch umso belohnender, wenn niemand leer ausgegangen ist. Der gesamte Berg ist nicht Teil der Kluft. Ich glaube, alles, was so gelblich ist, ist Teil davon. Mit Ausnahme von dem hier umliegenden. Also auch die Ruine? Ja, auf jeden Fall ist es nicht gemacht, denn ich muss hier meine Geo, wie nennen sie sich noch sammeln? Geo. Take it easy. Ah, das ist ja, was es auch für Animo gibt. Order guide you. Oh, nee, ich dachte, ich habe einen verloren. Ich komme auf den Namen nicht. Ihr versteht, ihr seht ja, was ich meine. So, der nächste. So, und da ist jetzt mal die allgemeine Frage, wie gefällt euch Yelan? Ich persönlich, nach einigen Tagen sehr intensiven Gameplay mit ihr und Austesten, will sie nicht missen.
Also Stärke hin und her, allein das Rennen hier in der Oberwelt ist so ein Segen. Haben wir uns nochmal denselben Stern. Oh, hier war noch welche. Pff, die habe ich nicht mal bemerkt. So, okay. Unsolicited. And all the more valuable. Ich habe noch ihren Pull übersprungen. Ich war so verwirrt, warum sie da auf einmal war. Oh! Hast nicht gemerkt, dass du den 5-Sternigen gepullt hast? Hast du aus Versehen geskippt oder so absichtlich? Ich liebe Ilian. Ich will sie aus keinem Team mehr haben, so wie Raiden früher auch schon. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mich freut das, wenn ein Charakter gut ankommt, weil das dieser Tage gar nicht mal so selbstverständlich ist. Ah. Oh. Da sind wir draußen. Schauen wir mal, wie steht's denn jetzt um die Kluft? 84. Was haben wir gestartet? Bei 73, ne? Das waren schon 11%. Die Vögel zwitschern. Zwitschern! Sie spielen Switch. Picked the wrong test subject. Die ist halt auch so schön einfach zu bauen. Und durch ihr Kit funktioniert sie sogar mit 3-sternigen Bögen sehr gut. Eine Sache, die sie mit Albedo gemein hat. Es ist overall meiner Meinung nach einer der besten 5-Stars, den du überall einbauen kannst und immer Value rauskriegst. Es hilft halt auch, dass sie so Xingqiu ist, mäßig. Sie soll wohl nicht ganz so gut in denselben Sachen sein wie Xingqiu, außer halt beim Damage Output. Also Hydro Application wahrscheinlich. Und Gotcha. Test subject. Take it easy. was ist halt immer gut. Ich habe vergessen, was ich noch dazu sagen wollte. Du kannst sie überall einbauen und Value rauskriegen, es sei denn, deine Gegner sind Hydro. Natürlich, aber dann meistens funktioniert sie ja mit Reaktionen. Also hast du dementsprechend sowieso ein anderes Team. Heck! Ihre Ascension-Talente hier bauen sogar darauf auf, dass du mehrere Elemente im Team hast. Also, das bringt dir sogar noch was, das zu haben. Gotcha. Zu langsam. Versuchen wir es nochmal. Zu schnell. Und beide. Sehr schön. Dann ist noch einer. Die Gruppe kenne ich allerdings. Wir sind aus der großen Kluft offiziell raus. Picked the wrong test subject. Schon wieder ein Dendro-Slime. Wie ist überhaupt die Spiellautstärke? Im letzten Stream war die Kampfhandlung irgendwie ein bisschen zu laut. Ich habe mir nochmal hinterher angesehen. Deswegen habe ich diesmal das Mikro ein bisschen aufgedreht. Ich denke, es ist besser so. Man hört dadurch aber meinen Ventilator wahrscheinlich sehr, sehr deutlicher als beim letzten Mal. Es ist mit Absicht, weil es nur ein Single-Pull war. Oh, Single-Pull auch noch. Sie wird definitiv in den zukünftigen Teams eingeplant. Das freut mich zu hören. Bei mir auch. Man kann so viele Spielereien mitmachen. Und wegen diesem Burst funktioniert sie halt auch mit allem. Sogar Baal. Im Gegensatz zu Bedo. Sogar Baal. Yelan ist auch einer der am einfachen... ja, genau, das finde ich halt. Mit Crit Rate Ascension Stat auch noch dazu. Dem HP-Scaling zusätzlich. Es hilft auch, dass es einige
Na gut, es gibt eigentlich nur einen Bogen mit HP Prozent. Das ist der 3-sternige halt. Aber er funktioniert halt trotzdem, weil sie ja keinen Angriffswert braucht. Ja. Genauso gut wie die anderen. Sie kann den Angriff komplett ignorieren. This is order. Das war nicht ganz, was ich wollte. Irgendwie habe ich noch damit gerechnet, dass Thoma da war. Aber wir müssen Zhongli gerade in der Party behalten wegen Gio. Na, wobei müssen wir wirklich, aber es bringt Vorteile, die Säule zu haben. Take it easy. So, ich glaube, die meisten Sachen, die uns fehlen, sind in den unteren Leveln. Was ich auch mag, ist, dass ihre Charge Attack nicht super schwach ist. Und dass die sich halt so auflädt, sodass du direkt einfach einen normalen, gezielten Schuss schnell feuern kannst. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hinterher kann man den einfach mal schnell raushauen. Das finde ich sehr schön. Und weil es nur einer ist, bist du dann deswegen nicht die ganze Zeit ein Charge-Shot-Player. Das mag ich nämlich persönlich nicht so sehr. Ganyu ist gut, aber ja, ich mag diesen Spielstil nicht so gerne. Bei Sarah benutze ich es auch so gut wie gar nicht. Bei Yoimiya bin ich froh, dass die Charge-Attack schwach wie sonst was ist. Und ich sie deswegen nicht benutzen muss. Aber bei Yelan, wie gesagt, weil die so schnell rauskommt und die auch noch AoE ist, du schießt einfach auf den Boden vor dich und dann ist gut. Triffst trotzdem, wenn der Gegner vor dir steht. Dadurch mag ich sie halt automatisch gerne einsetzen. Der erste Charakter, der das bei mir schafft. Also, haben wir bei dem hier noch was? Wahrscheinlich nicht. Okay, was hat es damit auf sich? Das muss ich mir mal näher ansehen. Kenne ich wahrscheinlich schon. Hast du den Rest gelesen? Nein, noch nicht. Ascension Stats sowie HP Scaling zusätzlich für zukünftige Neulinge des Spiels auch easy to access wegen den Materialien. Take it easy. Weil sie aus Liyue kommen? Ich glaube, ich verstehe noch nicht ganz. Stabilize. Okay, es muss viel schneller passieren. Wir sind hier am Rand der Map. Quake. Sehr schön. One man's stone is another man's gem. Bei mir geht doch nichts unter beim Lesen. Ich lese doch immer alles zuverlässig, ohne auch nur irgendeine Sache zu übersehen, Trevor. Also was sagst du denn da? Dazu sieht sie auch noch aus, als könnte sie Shinshus Tante sein. Das stimmt. Bisschen zu der Frisur so ein bisschen. Also der Schnitt des Ponys. Das ist eine ähnliche Sache wie bei Yula und Chongyun, die sich ja auch zufällig ähnlich sehen. Solidify. So, wo ist der letzte? Achso, die haben schon alle Sterne? Hm. Ah, nee, der da nicht. Dann, lass mal sehen. Das ist irgendwie merkwürdig, dass hier alles so schief ist gerade. Schmetterling. Ein Erz. Nehmen wir doch, während wir warten. Den da haben wir wahrscheinlich schon. Da ist jedenfalls nichts weiter dran. Solidify. Ich weiß nicht, wie die Chesson gelockt ist, da
wie ja schon alle Quests vorher gemacht hatten. Oh, kann man bestimmt nochmal nachlesen. Wenn es wie bei Channel ist, dann kannst du es wahrscheinlich vor Inazuma machen. Also vor Inazuma gehe ich von aus. Die Chasm war ja nicht mit der Dainslift-Quest gelockt. Solidify. Oh no. Schnell, bevor es kaputt geht. So. Certainly worth the extra mile. Für die Dainslift-Quest musste man, glaube ich, auch die Inazuma-Story nicht gehabt haben. Sondern nur halt seine vorhergehende Quest, weil er ja halt in das Portal gegangen ist. Also denke ich... Quietly now. dass man die wahrscheinlich schon recht früh machen kann. Oh. Falscher Charakter. Solidify. Okay, ich muss den noch aktivieren und dann den da sowieso. Gut. Wir finden die ganzen Truhen jetzt ziemlich schnell. Ich denke, da ist sehr viel in der Mitte. Solidify. Nebenbei. Habe ich das nicht vorhin gesagt? So, wir machen das jetzt mal ohne Charge, dann kann ich die andere Säule schneller setzen. Wir machen erstmal die, damit sie eine Weile reißt. Die ist aber sehr lustig gesetzt. So. Ich weiß es leider auch nicht so genau. Was ich halt meine, im Gegensatz zu, wenn Leute jetzt neu anfangen und einen Chaos Fontaine ziehen, dann müssen sie erstmal durch 4 andere Archon-Storylines, das meine ich. Ja, ich verstehe, was du meinst. Weiß aber nicht, ob das genauso ist, weil, nehmen wir mal einen Charakter, den wir nicht descended haben. Hier. So, was haben wir denn da? Die Kristalle kriegst du ja so. Dann hast du da einen Boss, den du in der Oberwelt sowieso findest. Also wenn du in Fontaine einfach reinlaufen kannst. Inazuma war jetzt sehr speziell, weil da musstest du ja über eine Quest hinreisen. Aber Fontaine ist nicht abgeriegelt. Und ansonsten sind das ja Umgebungs- oder Gegnermaterialien. Also ich glaube, das geht fit. Talente sind vielleicht eine andere Sache. Zumal die Talent-Dungeons halt auch dementsprechend schwieriger sind, die später reingekommen sind. Aber wer weiß, ob das so bleiben wird, weil mit dem jetzigen Update habe ich auch gesehen, haben sie ein paar Bosse genervt, den Schaden, den die austeilen. Also auf den niedrigeren Leveln, so 40, 50, 60. Na, den haben wir schon mal bekämpft. Wie weit sind wir jetzt? 86. Mit 90 gebe ich mich ja immer zufrieden. Wollen wir einen Luftpull machen? So, wir nähern uns der 50-50. Ich glaube, das war jetzt 7 oder 48, eins von beiden. Sehen wir hier noch was? – 47 müsste es gewesen sein. Irgendwas leuchten von der Truhe zum Beispiel. Da hinten, glaube ich, oder? Ich werde höchstwahrscheinlich abstürzen gleich. Das Blaue da unten, ist das wieder so ein Altstein? Ich merke mir mal die generelle Richtung. Das ist auf jeden Fall eine Truhe. Ja, das ist wieder so ein Altstein. Aber den haben wir schon. Okay, da unten gibt es noch ein paar Mora. Also ich glaube, du hast auch recht, bestimmt. Manche Sachen sind hinter die Story-Quest gelockt.
Ne. Sonderlich gut vorbei komme ich hier jetzt nicht. Also vorbei schon, aber nicht unbedingt hoch. Ich behalte die Truhe im Auge. Schau aber gleichzeitig nach weiteren. Ich meine mich zu erinnern, dass ich in der Hütte da schon drinne war. Kommen wir da ohne Klettern zur Truhe? Wenn nicht, könnte es heikel werden mit der Ausdauer, aber das klappt, glaube ich. Das haben wir. God, another test subject. Gotcha. The wrong test subject. Sehr schön. So lässt sich's doch leben. Okay, Ärzte, das ist für mich Grund genug, um mal kurz runterzusteigen. Ich würde sagen, dass ich gleich auf den Statuen-Teleport-Punkt gehe, denn der ist sehr weit oben und von dort aus habe ich dann noch einen Überblick über die hinteren Felswände. Ich glaube, vieles, was hier fehlt, werde ich von oben nicht sehen können, weil es in der Höhle oder verdeckt von diesen ganzen Steinwänden liegt. Also ich gehe jetzt mal vom Release aus. Als Mondstadt und Liyue gleichzeitig verfügbar waren, konntest du ja wirklich einfach nach Liyue reinlaufen. Da gab es ja keine Paimon. Du hast die Statuen aktiviert, ne? Aber ansonsten warst du halt uneingeschränkt. Also du warst blind in dem Gebiet, wurdest aber nicht rausgejagt. So sollte sich das ja, wenn man jetzt neu anfängt mit Sumeru, auch verhalten. Sollte. Ich kann immer noch überrascht werden. Ich liebe das Design dieses Kraters. Das ist schöner geworden, als ich mir hätte ausmalen können. Allein durch diese ganzen geschwungenen Felsen. Das ist so eine schöne Formation. Da ist eine Truhe. Und dort ist noch ein zu aktivierendes Dings da. Bumster. 2. 3. Okay, also haben wir hier jetzt 2. Schon direkt. Direkt unter uns. Na sowas. Der sollte sich doch durch die Resonanz aktivieren. Stabilize. Jo. Certainly worth the extra mile. Gather. Okay, der wird interessant. Da fehlt mir scheinbar noch was. Stabilize. Na komm, da sind doch Resonanzen. Die sind nicht stark genug. Irgendwas entgeht mir hier. Fun Fact nicht wichtig, aber Yelan hat keinen Boot-Jiggle. Echt? Also durch die generelle Bewegung schon, aber er ist sehr, sehr, sehr minimiert. Ist kein Wasserballon. Oh, damit nicht getroffen. Take this! Vielleicht muss das eine Kettenreaktion werden, von sehr weit weg. Dass wir diesmal die Großen benutzen als Weiterleitung.
Oder der hier hat was damit zu tun. Ah, das ist doch der. Der, mit dem ich den Dungeon aktiviert habe. Hier sind wir. Okay. Aber wie sieht seine Resonanz aus? Solidify. Sie werden schon weitergeleitet. Vielleicht muss ich dem einfach nur folgen. Nee. Rise. Crumble. Quake. Es hat geklappt. Okay. Take it easy. Easy money. Sehr schön. Ryugas hat endlich eine Freundin bekommen. Was? What? Warte mal. Wegen der immensen Spind unter anderem und Zensur eventuell. Also Zensur kann ich mir vorstellen, weil dafür existieren jetzt ein paar diverse Outfits für gewisse Charaktere. Ich muss sagen, ich habe nichts gegen ein bisschen, ich habe nichts dagegen, aber ein bisschen triggert es mich. Like, es ist nicht wichtig, aber irgendwie fehlt. Auch für mich, deine Meinung, natürlich. Für mich, mir fällt das nicht mehr auf. Ich lege da so wenig Wert auf sowas. Ich glaube, ich hab's lieber, wenn es weg ist. Take it easy. Ich bin dein Feind. Mich hat das halt bei Noel aufgeregt, weil literally eine Brustplatte aus Stahl. Ja. Verstehe ich total den Punkt. Aber ist es bei Aya, kann ich dasselbe? Take it easy. Ihr Outfit ist doch auch ein bisschen härter eigentlich. Ich bin kein Feind, nur ein Mensch mit einer anderen Meinung. Ja, sag ich doch, ein Feind. Du wärst überrascht, wie wenig Leute da einen Unterschied draus machen. Aber ich nehme es nur als Spaß, natürlich. Ich glaube nicht, dass du überrascht wärst eigentlich. Wenn ich genau drüber nachdenke, geht man schon fast davon aus. So, 2 Truhen, 90%. Also meinen Wert, den ich haben will, habe ich erreicht. Bust it quietly now. Gibt hier natürlich noch genug Geheimnisse. Die meisten wahrscheinlich Untergrund. Für mich persönlich wäre ich so weit, dass ich dann jetzt vielleicht die Story sogar machen will. Oh. Die alle so lobpreisen. Mein Arbeitskollege hat letztens auch von der gesprochen. Gestern. Ohne neue Quest. Ich werde die jetzt nicht annehmen, aber ich markiere die mal. Ach, schau mal, die ganzen Leute von unten. Na gut, eigentlich nur er. Die anderen sind immer noch unten. Ich unterschätze Jeans Alternativ-Outfit. Unterstütze! Ich lese komisch, Entschuldigung. Ja. Ich mag es auch. Lieber als das originale Outfit. Es sieht irgendwie 20% edler aus. Und ich mochte das Outfit sowieso schon. Es ist schon einer der Gründe, warum ich Jean mit am liebsten mag. Für Leute, die es nicht wissen, Zhongli und Jean sind meine 2 Lieblingscharaktere aus dem Spiel. So, period. Take it easy. Weswegen ich bis vor kurzem auch überhaupt nicht damit genötigt werden konnte. Oder mich überhaupt nicht der Idee geöffnet habe,
Teams zu erstellen, in denen die beiden nicht immer dabei sind. Schauen wir noch. Erstmal noch ein bisschen lesen. Aber das Thema hatten wir schon. Dass wir beide das lieber haben. Ganz genau. Wobei ich es auch gerne wieder sage. Ja auch, aber ich habe sie halt nicht. Okay. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Jeans neues Outfit mag ich auch mehr. Warte mal. Das erste war Ayaka. Genau. Du meintest Ayaka hast du nicht. Es ist quasi dasselbe. Wie bei Noel. Ist das nicht eigentlich ein bisschen Cheaten hier? Wow, sie zu benutzen? Okay, außer man verpasst das Ding. Oder man verpasst es halt nicht. Gut. Haben wir wohl doch nochmal mit den Schenkeln eingesammelt. Das können die Genshin-Frauen ganz gut. Sachen mit Schenkeln einsammeln. Ich persönlich im Real Life auch, aber es handelt sich hierbei nur um Hähnchenschenkel. Weil sie mein Leibgericht sind. Mein liebstes Lieblingsgericht. Irgendwo hier muss eine Celi sein. Der Sockel ist leer. Okay. Scheinbar nicht. Es sah kurz so aus, ne? Wegen der Sonne im Hintergrund. Die hat mich geblendet. Ruhen wir uns aus? Okay. Wovon ist Paimon denn bitte schön erschöpft? Na gut, das Rumschweben muss schon sehr erschöpfen. Ich nehme die ganzen Schmetterlinge sehr gerne. Erneut, das Layout. Ich liebe es, diese ganzen gekörlten Felsen. Every journey has its final day. Waren das Störgeräusche? Ich glaube, da waren gerade Störgeräusche. Ich benutze immer noch ein Mikrokabel mit einem Wackelkontakt, aber solange ich es nicht bewege, sollte da eigentlich nichts passieren. Ich will jetzt erstmal die Erze. Und dann würde ich sagen... Brutal! Sind wir jetzt sogar bei 91%. Wie gesagt, für mich genug. Ansehensbelohnung Liue, machen wir das noch. Holen die Ascension-Materialien für die Waffen. Unsere Schmiedesachen. Liegt ja auf dem Weg. Ein paar kann ich noch einen Auftrag geben. Heute habe ich noch nicht so viel geschmiedet. Genau 50. So, die Ansehensbelohnung ist für diese 2 Quests, die ich gemacht habe. Bringt mir nichts, ich will das aber nicht stehen haben. Das nervt mich. Das ist genauso wie Ausrufezeichen. Weswegen ich eigentlich bei Zeiten diese Box hier aus dem Weg räumen müsste. Ich weiß aber nicht wofür. Machen wir das mit Teleport, das geht schon. Ich habe doch theoretisch sehr viele Siegel. Die sollte ich doch eigentlich mal einsetzen können. ...752. Well, that's a lot of Mora. Take it easy. Wow, wow, wow. Hab nicht gedacht, dass es so viele waren, die dabei rumkamen. Holy moly. Okay. Wie gesagt, dann starten wir die Story-Quest jetzt. Wir sollten uns den Keil ansehen.
Wenn ich das noch richtig im Kopf... Okay, einen kleinen Zwischenstopp hier noch. Ich habe die Kanne heute noch nicht besucht. Ja, knapp war es noch nicht. This realm. Hätte noch einen Tag warten können, aber muss man ja nicht. If you ever have any Eine Frage habe ich. This realm is. Ist in der Schatzkammer noch irgendwas, was ich jetzt haben will? Nee. Ach, schade, morgen wird der erste Montag ohne 5000 Kannentaler sein. Ich werde es wirklich vermissen. Hier sind aber wirklich leichte Störgeräusche. Wartet mal kurz. Ich schalte mal das Mikro aus. Sind sogar stärker geworden. Entschuldigung dafür. Aber ich dachte, wir haben's. Ich brauche noch ein zweites Kabel. Ein besseres. Es scheint zumindest erstmal weg zu sein. So. Unterirdische Minen. Das müsste dann direkt hier sein. Yep. Nur mehr in der Nähe dieses Teleporters. Well, this place is just as creepy as Paimon remembers it. If it wasn't for our little investigation, Paimon wouldn't ever come anywhere near this place. Meine Güte, das macht ja ein Fell hier. Hey, look! There's someone over there. Jemand. So, jetzt muss ich gucken, ist die Kamera okay? Traveler and Paimon? I didn't expect to see you two here. Yampe? Shouldn't you be at work in Lille Harbor? What are you doing out in the middle of nowhere? Well, to be perfectly honest, this case is a little out of the ordinary. In fact, this is the first time I've ever witnessed the bottom of the chasm. Oh, but before I forget, could you do me a favor, please? If anyone happens to ask about me or my present whereabouts, just tell them you haven't seen me. Wer sucht dich? What are you talking about? Hast du etwa gestohlen? Gesetztreue? No, it's not like that. Look, it's quite a long story. Das ist ihre Großmutter. So if you could, please just cover for me. I'll see you later. Alright. Da belassen wir es. Hey! And there she goes. What in Tibet was that all about? I'm starting to feel nervous all of a sudden. Do you think she did something illegal and now she's gone into hiding here? Or maybe something super scary happened? Als Rechtsberaterin läuft sie vielleicht vor dem Gesetz davon. Sie will einfach in Urlaub. Don't be so naive. The world is complicated these days, you know. We should be prepared for the worst. If something really did happen, we might find ourselves becoming her accomplices. Oh, what a dilemma. Should we really cover for her? Es wäre doch bei weitem nicht das erste Mal, dass wir irgendwie gegen das Gesetz verstoßen. Wisst ihr, was mich mehr interessiert? Wer ist das da hinten? Ito! Das ist Ito! Warum ist da Ito? Steht er da einfach rum? Okay. Ah. Oh, hey, you over there! Yeah, you! Ja. Someone's coming! But that voice sounds pretty familiar. Ah, it's you two. So, what are you two doing in a place like this, huh? Wait, don't tell me. You're on vacation. Hi, Ito. I must say, you two are looking pretty good. Things been going your way lately? 'Cause I have been doing amazing. Ito? Who's that behind you? Hey there, I'm with the Arataki gang. Kuki Shinobu. Nice to meet you.
Oh, all right. I almost forgot she was back there. Let me introduce you to Shinobu, the pride and joy of the Arataki gang. Oh, another member of Ito's gang! Let me tell you, she's one of Hanamizaka's best and brightest, so of course she's in the gang. Shinobu takes care of practically everything in the Arataki gang. She can protect you guys too, you know. A friend of the boss is a friend of mine. You must be the traveler in Paimon. Yep. Nice to meet you too, Shinobu. Itos Voice Actor hat halt einfach so eine... Also, ich verstehe, was du meinst. Itos Voice Actor hat einfach so eine so eine Art, den Charakter zu beleben. Das ist ohnegleichen. Das war auch schon... wir hatten ja dieses Event mit den... mit dieser Geschichte, das ich persönlich nicht so spannend fand. Aber Ito, den konnte man währenddessen trotzdem genießen. The pleasure's mine. I have a feeling that we'll be working together soon enough. So, Ito, if she's the one that takes care of everything in the gang, then doesn't that kind of make her the gang's real boss? Are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Teyvat, there is only one boss of Hanamizaka's legendary Arataki gang, me. Me. Okay. There's Amy. Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an ultra-capable subordinate. Hey, you know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki gang. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. Anyway, have you seen a pink-haired legal, mage lady? Wears a goofy hat, knows everything, kinda short. Was, eine Goofy-Mütze? Uh-oh. Her name's Yenfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. Der Jig ist ab. Aha, so you have seen her. No, what gave you that idea? Paimon didn't say anything. Aw, look at you getting all antsy. Seems I was able to get to the truth after all. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. Anyway, don't worry. I assure you we don't have any ill intentions. So, you guys know Yanfei? Well, she, kinda saved my life, so... Yeah, Aw. you could say we've met. She saved your life? Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway? Das ist ein bisschen langsam und dumm. You know that the Sakoku decree has been lifted recently in Inazuma, right? Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. Graduation certificate? Did you study in Liyue? Yes, I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some Millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yenfei happened to be walking past and helped us out. Yep, if it wasn't for her, our trip to Liyue would have ended with me and the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude. But she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. Bestimmt. Listen, Granny said that a man must learn to be grateful, and I'm gonna help this legal advisor lady no matter what it takes. That's nice and all, but what if she really doesn't need your help? Das erklärt, warum sie wegläuft. You're joking, right? I mean, that's not possible. Of course she needs my help. Natürlich. Traveler. Zwinkert sie mir zu? Kann ihr Zwinkern reden? Leute, ich glaube, ich habe das auch gelernt. Es ist, nicht so schwer. Man muss sich nur konzentrieren. That way.
Ja, Ito, geh mal in der Ecke spielen, bitte. Ah. Ah, great. Thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. Fear not, my savior. Ito's coming to your rescue. Appreciate the help. Until next time. Irgendwie braucht das automatische Abspielen heute ein bisschen länger teilweise. Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her like that. Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance, so she's trying to stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow, she really knows how to call the shots. Danke für die Erklärung. At least this way nobody will be bothering Yanfei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. Alright, now let's go take a look at the crash site from last time. Der gute, unheilvolle Pfad. Kann ja nichts bei passieren. So, immer noch ein bisschen stumped darüber, dass da nichts war, als wir dort lang sind. Aber mittlerweile wissen wir haben nichts verpasst. Das passt schon. Das ist schon wieder so ein Paimon-Schenkel. Ach, hier unten steht sie. Pass auf, dass das Ding nicht runterkommt. Yanfei is here too! Hey, Yanfei! We sent away the people that were following you. Oh, good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally, I don't mind making friends, but I've got work to do today. Oh? So what kind of work are you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer too. Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. Ein Testament. A will? That's right. I found a will inside an old book. I'm guessing it was left by someone of great importance. It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. Paimon didn't know legal advisors have to deal with that kind of thing. Huh, what a job. Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you want. Wenn sie das Testament in einem Buch gefunden hat, gibt es dann überhaupt noch jemanden, der sich darum schert? Das muss ja schon ewig da drin sein. Regelrecht vergessen worden sein. Oh, so you do know what kind of place this is. Who's that? Plötzlich hat sich die ganze Stimmung verändert. Might find you here. Tja, natürlich so. Whatever case you're working on in the chasm, I'm sure Liyue's top legal consultant can handle it without my input. That's funny. I thought we'd established that my legal opinion doesn't count for anything when Yelan's around. Who is she? This is Yelan. Liyue's, well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. I can at least say that much, right? Anyway, she's a friend of mine. Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems chance has brought us all together. You may not know me, Traveler in Paimon, but I've certainly heard about you. Ich habe wirklich viele Freunde in Liyue. Wer warst du noch mal? Die Frau von Dieter, nicht wahr? Ja, ich konnte dich nie zuordnen. Du siehst genauso aus wie alle anderen 0815 Bürger. So wirkt das gerade, die Antwortmöglichkeit. You're all here on business, and it's my job to monitor the chasm. According to regulations, I should accompany you. But, as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time. You may go about your business. Just try not to make a ruckus. Als du uns da vor der Schlange gerettet hast, zum Beispiel, und den Keil hast runterfallen lassen, weswegen wir jetzt hier sind, hast du da auch auf einen Auftrag gehandelt? Oh, that's most unfortunate. I was about to ask for your assistance.
Could you spare a little time to help me take care of this will? For old time's sake? I don't know. Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madame Ping gave me some nice tea. I'll treat you to a cup if you agree. Why don't you tell me a little more about how you got here first? Then I'll... Hey, you! Oh no. Ito? What is he doing back here? I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? Well, and I thought we were buds. Ja, das geht nur so weit. So lange, bis irgendjemand anders mit reingezogen wird. Ja. That's close enough. Die Nase immer. Who are you? Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. Are you kidding me? I don't see any warning signs or fences. What gives you the right to keep me out? Offenses. Kid, where there's real danger, you'll never see a warning sign. Paimon never knew this place was so important. Das ist merkwürdig. Wo wirkliche Gefahr ist, wirst du niemals ein Warnschild sehen. Das ist, was? Das ergibt doch keinen Sinn. Aber es ist ein besonderer Ort. Außerdem, warum zählen wir nicht zur General Public? It's true. This is not a place you can just go in and out of as you wish. That's also why I didn't want anyone to follow me. Unfortunately, you didn't listen. The Traveler has done a lot for Liyue in the past. And Yanfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two... Yelan kennt uns schon, ohne dass wir sie jemals gekannt haben. Hey, what's that supposed to mean? You trying to say that I'm not famous enough and my intentions are no good? I don't know your background, so I can't give you free passage here. Besides, Yanfei doesn't seem to need your help, does she? Ha! How would you know what Yanfei needs? What, are you two joined at the hip or something? Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. Oh! Why, you? Please, try not to be so impulsive. She is right, you know. Uh-oh. Things are starting to get a little heated here. Na, wenn die Leute, die Gesetze studiert haben, ihr zustimmen, dann muss es so sein, was? Oh, not good. You really shouldn't start butting heads with Yelan. Ist doch immer so, dass unser Ruf uns vorauseilt. Ja? Hä? Also, nicht wirklich immer. Hin und wieder mussten wir uns schon vorstellen. War Ito nicht so ein jemand, bei dem wir uns vorstellen mussten? It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place, so we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. Thanks for the suggestion. I'll consider it. Oh yeah? And what if we don't leave? Boss, Dann wirst du wieder verhaftet. Then, I'm afraid things might get unpleasant. Is that so? You really think you can take the two of us? Wow. Gotta admit, I like your optimism. Ich bereite die Bohnen Although vor. you're friends with the Traveler and Yanfei, I'd still suggest you heed my warning. Thanks for that, but too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? hold on, boss. Yanfei's There's no Blick. need to start a fight here. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. You think I was joking around, huh? Oh no, these two are about to go at it. Ja, Ito lebt hinterm Mond. Ja, aber wie gesagt, nicht überall. Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me the embarrassment and just... Die Erde fängt an zu beben. Uh-oh, it's Hey, stop trying to change the subject. I'm gonna, Löscht eure Augen! Ah! Ouch.
Ja, alles okay. Bin für worse. Ow. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. This place. Where are we? I'm gonna feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveler, and my savior. Is everyone okay? Well, this is an unfortunate turn of events. Hey, so, how far down did we fall? It seems the ground collapsed during our little confrontation up there. Perhaps because we triggered the elemental forces. Well, don't look at me. If you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. Hey, life's too short to give in all the time. Boss, I'm afraid you're not going to win this argument. I suggest we stop provoking her. Hey, whose side are you on here? I'm simply pointing out the facts. I understand how you feel, but you're making my life difficult by starting random fights with everyone. Looks like Ito can't argue against either Yelan or Shinobu. He's in a real tough spot now. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey! What do you mean? Don't you dare compare Paimon to Ito! Whoa, what do you mean? You looking for a fight too? Ich muss aber sagen, ich mag Ito auch viel mehr als Paimon, also ich bin auf ihrer Seite, man sollte sie nicht vergleichen. Paimon was just saying how it is! Everyone knows you're a bit of an idiot. You calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon, ha! Flying lavender melon? Oh, that's it! Paimon's mad! Paimon? Trying to give you an ugly nickname! Bullchucker! You better mind your manners, Bullchucker! We seem to be a long way down from where we fell. It's impossible to see what's going on up above. No pointing. It's unlikely we'll be able to climb back up that far. We'll need to find another way. I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not gonna ask any questions. Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. I won't treat you as hostiles. And in exchange, I hope you won't make things difficult when it comes to keeping secrets. I'll do what I can to find a way out. Huh? Well, where does she think she's going? Like she said, to search for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. We should just let her go. I'm afraid I must apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the Fantastic Compass, which is mentioned in the will. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. Fantastische Kompis und wo sie zu finden sind. Ja, ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. Among Us, ich kann mit Among Us so gar nichts anfangen, wirklich. Was ich mich allerdings frage, was ist eigentlich die Mehrzahl von Kompass? Kompasse, Kompassi, Kompendien, Kompass als Mehrzahl? Weiß ich nicht. Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. I'm sure you've all realized that by now. Given that we're all caught in this mess, let's try to find a way out together.
Whatever you say, my savior. I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well... I guess that includes her, too. You said Yelan works for the Ministry of Civil Affairs, huh? Paimon can tell she's tougher than most, but... Wow. Her job sounds demanding. Well, that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. What kind of lame job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows! An adventurer. Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? Ja. Man könnte schon sagen, beide trotzdem. Wir sind jetzt ein bisschen needlessly mean. You're so stingy these days. Oh, just let Paimon be an adventurer by association, okay? Yeah, she's got a point, Traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a great leader, you should learn to be a little more generous. You know, let your sidekick share some of the glory. Okay. Aber jetzt mal so gesehen, manche von der Abenteurergilde, vor allen Dingen in Mondstadt, so in der Drachenkrat-Story in der allerersten. Ich glaube, Paimon ist da schon ein bisschen hilfreicher als so jemand. Palette. Ugh, you really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. For the sake of Shinobu, fine. I'm the boss, so I'll let it slide. Natürlich. Perhaps this was another sealed location, but an undocumented one. What could be in here? I've got some food and water on me. If anyone needs some, just let me know. Great! You know, Bullchecker, you may not be the sharpest tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable. I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. There seems to be an entrance up ahead, with a path inside. Wonder where it leads to. Well, let's go take a look. Wo versteckt Shinobu das Essen? I have it on me. Aber sie hat nicht sehr viel an. Also, wo versteckt sie das Essen? Das ist wirklich sehr viel tiefer, als ich dachte. Oh! Wir sind nicht mal mehr auf der Map. Leute, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas. Oh! Das ist jetzt aber unangenehm. Ich dachte, ich wäre alleine hier. Und theoretisch bin ich's. Oder sind wir es? Who would have guessed we'd find a domain entrance in a place like this? Okay, der automatische Way in, Text then ist. there's a way out. Let's go and take a look. The rocks here seem to be old Liyue mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. What's that sound? Was? Ich habe nichts gehört. Okay. Ja. Diesen Sound kenne ich dann doch. Oh, it's Xiao. Conqueror of Demons, what are you doing here? Mein Gehirn schaltet ein bisschen auf Leerlauf beim I came down Autotext. from above. I heard a noise, so I followed it here. So you're not here by accident. Wanna team up? No, I have something else to do. Okay. I'm looking for someone. You shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. Ich sage euch, wir können nachschauen. Alle Quests, in denen Zhao vorgekommen ist. Ich glaube, an irgendeinem oder einem anderen Punkt in jeder einzelnen Quest hat er diesen Satz gebracht. Ihr solltet nicht hierher kommen. Oder ihr solltet nicht hier sein. Irgendwie sowas in der Art. Oh. Well, that's Xiao for ya. Shows up without a
and disappears without a trace. Stau, schau. Huh. That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. Seriously, Bullchucker? Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? Oh, he wouldn't listen no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough though, so don't worry about him. Ich hatte gerade eine Erkenntnis und fühle mich dumm dafür, dass es so lange gebraucht hat. Ich habe jetzt erst gerafft, warum er Kuhhirte genannt wird. Irgendwie habe ich komplett ignoriert, dass er mit seiner Ia eine Kuh schleudert. Everyone, Oshimaru. keep your eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead, so we have to be ready for anything. Oder wie der hieß. Ich glaube Oshimaru. Look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. Boss! Okay. Besides, Yelan is just looking out for everyone. You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Ha! Please, you're not a local either, flying lavender melon. So stop trying to sound like one. Ushi, aber nah dran. Was? Ushi heißt übersetzt Bulle aus dem Japanischen. Ich dachte, da wäre noch ein bisschen mehr drin als nur Bulle. Der heißt doch bestimmt noch irgendwas nach Ushi, oder? Nein. Ushi gilt als Gehobjekt. Tatsächlich heißt er nur Bulle. Das war mir zu einfach. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Alright. Der Ort der sich windenden Kraniche. Gut. Dann gehe ich aber mit dem Team ran, was ich ursprünglich benutzen wollte. Oh, schade. Da komme ich nicht hin. Gut. Ayukat hast du sogar. Labyrinths like this are unique to Liyue. This place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. Ich will nicht zu schnell irgendwo weggehen und dann eine Truhe übersehen. Okay, da oben kommen wir noch hin, wahrscheinlich. In der Quest nennt ihn noch Ito immer so. Es war mir einfach zu einfach. Oh. Au. Immer wieder schön so weggeschleudert zu werden. Twists and turns remind Paimon of the Adepti domains we've been to before. Could there be an Adeptus here? Na dran, vielleicht ein Yaksha? Was ja gleichbedeutend wäre. Schau, ist beides. Na, wobei, ich glaube nicht alle Yaksha wären Adepten. Rain outlines your... Juff, was? Juff, was? Ja! Ich muss schon bitten, diesen Satz doch bitte zu beenden. Check this out. Okay, ich glaube, die Truhen werde ich hier nicht unbedingt übersehen. Aber ich habe das Lagerfeuer wieder angezündet. Alright. Hier auf der Seite haben wir nichts. Das lässt also auch erstmal keine Möglichkeiten zu, dass es einen anderen Gang gibt. Okay. Aber scheinbar muss es eine spezielle Position sein. Dann wohl so... Oh. Also geht es nicht um diesen Gang, sondern darum, das komplett wieder zu flippen. Take it easy. Ah. Gotcha. Au. Gutsy.
Fire it up! No, my sword! Kann ich mal treffen? Ah! Body and mind. Genau, der ist nicht richtig rumgedreht und deswegen funktioniert das mit den Treppen nicht. Rain outlines the fate. Witness to ashes. Check this out! Supporting foot! Here comes the catch. Wir machen Overkill-Mode. Hey, look over there! It looks like an exit. Echt? Jetzt schon? Ich hätte gedacht, der geht noch viel weiter. Aber ich kann auch nicht mehr zurück. Aber ich glaube, das war alles. Okay. Huh? Wait, this ain't right. Vielleicht sind wir jetzt auf einer anderen Existenzebene. How did we end up back here? So we've been here already? Yes, this is exactly where we started. But we couldn't have taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We never turned around. Yes, that's what I thought too. Traveler, we were going the right way, weren't we? Ja, schon, aber Magie und so. Magical stuff. How strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who was tricked by a Bakedanuki one evening and kept circling around the same place the whole night. Even by dawn, they still hadn't found a way out. Yeah, Paimon's heard that one before too. So we're all familiar with the story then? Good, because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not, I happen to have a certain sidekick who can exercise yokai and spirits and whatnot. Let me summon him real quick. Unbelievable. An Oni who's friends with an exorcist? Huh. What an open-minded guy. For the boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi! Go get your spirit. This is Ushi, an auxiliary member of the Arataki gang. Oh Mann, die kennen den noch gar nicht. Der ist immer am Tanzen. Der tauntet uns. Oh, Ushi says hello, everyone. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. I didn't know gangs could have auxiliary members. This does not have the trappings of something that's gonna work. You're telling me. All right, go, Ushi. Go find us a way out of here. Okay, dann counter ich mit meinem Pikachu. Los! Huh? What's that? Oh, really? Oh, no way. What's wrong? Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. Beefcake. Has Erinnert mich an anyone else Porkchop. noticed this? We initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. But now, it seems even that exit has disappeared. Inexplicable, if you ask me. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. I'm gonna take another look around. Everywhere we look, there are just more and more rocks. Maybe we've just misremembered. Maybe this isn't the place we started from. Könnte sein. You scared now? No, Paimon's super brave. Oh, yeah? Well, Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, scared. Schöner You got us here to Hackbraten. protect you. Paimon, ich bin da, keine Sorge. We can't just sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll take the Traveler and Paimon with me. Kommt Ushi auch mit? Der hört niemals auf zu tanzen, ey. Got it. Be careful, everyone.
please, there's no need to keep calling me savior. Just Yanfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. Ah, too kind, too kind. And just call me Ito. Since we're a team now, we should have each other's backs. Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. Seems there's really no way out. I can't shake the feeling that there's something off about this place. Boss, did you guys find anything over there? Nope. Not only that, I could have sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. Probably not the right time to ask this, but Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. Doesn't that kind of mean everywhere you go is haunted? No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunted. Ito, are you afraid of ghosts? Oh no, boss. You've been found out. What? Me? No way! What, are you kidding? Stop joking around. SeriousThough. Looking at you, Paimon suddenly doesn't feel scared anymore. Hey, Bullchucker, if you're scared, Paimon can cover your eyes for you. Maybe I should make better use of my time. Add a little salt and some pepper. Wo kommt das Lagerfeuer her? Hast du das gemacht? Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. Okay. Oh, right. There are two types, sweet and savory. Which would you prefer? Wie unterscheidest du die? Alright, you can try them both then. It's important that we remain calm, especially when we're in the throes of a tough situation like this. If I'm reading the situation correctly, there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. But don't worry, I'll distract the boss while you discuss things with the others. Oh, I thought I smelled something cooking. Would you like some, Yanfei? Wir können aber auch Thank you, nicht in but dem I'm not hungry. You guys engen go Raum. ahead. Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, it has been a while, hasn't it? The last time I saw you was when you taught one of my classes as a substitute while I was studying in Liyue. Substitute teacher? Ah, yes, now I remember. It was during winter, wasn't it? Yes, I remember everyone said your lecture was very interesting. Now that I think about it, I should call you Senpai. Ooh, I like the sound of that. Who would have ever guessed that we'd get caught up in such a dilemma together? It must be fate. Naja, das könnte ja auch, du hast wahrscheinlich mehrere Leute unterrichtet, das könnte ja auch mit 30 anderen Schülern passiert sein. Also, ich weiß nicht, ob das dann so unwahrscheinlich ist. Es wird auf jeden Fall weniger unwahrscheinlich dann. Nur halt für die beiden spezifisch wahrscheinlich sogar unwahrscheinlicher. Das Gerede führt zu nichts, ignoriert das einfach. Not only that, she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's very popular among the students. Oh, I'm flattered. I see everyone is still here. Wo sollen wir Aloy, sonst hingehen? We split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. How about you? Did you manage to find anything? No. And, though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. If we can't find a way out, we may be stuck underground for some time. I think you might be right. I understand. Bei dem Szenario könnte man ja fast denken, dass wir nicht irgendwelche Leute mit, keine Ahnung, felsenzerstörenden oder Laserstrahlschießenden Superkräften sind, die unendlich hoch klettern können. Aber was weiß ich schon. An underground space with an entrance but no exit. It just doesn't make any sense. I'll figure something out. Rufen wir doch Shao. Give me some time. Der kann sich If anyone teleportieren. happens to find a potential exit, please be sure to take every precaution before exploring further. Ah, okay.
Dann rufen wir Shao. Hey, Traveler, what's with the serious face? Do you have a plan? Shao hat uns damals gesagt, er würde kommen, wann immer wir ihn rufen. Deswegen ist es so ziemlich meine erste Go-To-Lösung, wenn wir in Liyue sind. Shao! Oh, right! Do you want to get him to help us? Mhm. Sure, let's give it a shot. Er ist wie unser Hündchen. Vielleicht sollte ich wirklich reden. Also wirklich, keine Ahnung, nicht nur so tun, als würde ich reden mit Textboxen, sondern wirklich Laute produzieren. No response. Paimon thought Xiao would come no matter where we are. Oh no, does that mean even Xiao can't sense our presence here? Ach wirklich, kommen wir jetzt doch nochmal drauf, dass hier was Seltsames vor sich gehen könnte. Mal sehen, wie groß ist das denn? Also, weil wir haben hier diesen Ort, wo wir gefallen sind, außer dass es alles ein bisschen verschoben ist, aber ich sehe da trotzdem ein bisschen Licht durchglimmen. Wir könnten ja Rankenklettern machen. Das Spiel verbietet uns zu klettern gerade. Ist das dein Ernst? Das ist ja unerhört. Gut. Und hier vorne ist der eine Raum. Our situation is grim. There doesn't appear to be a way out for now. We should be prepared to stay for a while. Schlimm und auch, wir haben das Klettern verlernt. Nach, keine Ahnung. Ich gehe auf die 3000. Spielstunde in Genshin zu. Nach fast 3000 Stunden habe ich das Klettern verlernt. Fortunately, we don't seem to lack supplies, and even our motley crew has people who can keep their cool when the stakes are high. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Wie soll ich denn jetzt Sumero erkunden? Who could have ever guessed we'd get trapped in a place like this? It's quite the predicament. For all the studying I've done in my life, all I know is how to land people in prison. I don't know the first thing about breaking out of one. I've even made a contract with my father to live a happy life. I can't give up hope now. Wer ist denn dein Vater? Das muss ja auch Pinks Nachkomme sein, also ebenfalls ein Adeptus. Jetzt bin ich interessiert. Wer ist dieser Typ? Oder vielleicht nicht. Vielleicht ist die Adeptenseite mütterlich. Es kann sein. Dennoch, man weiß es noch nicht, glaube ich. Sie hat vielleicht, keine Ahnung, wenn man Freundschaftslevel 10 hat, hat sie solche Informationen vielleicht preisgegeben. Ich kenne sie nicht. Nee, ist das Spiel. Die Wände sind einfach durch die Jahre nass und rutschig geworden. Das ist doch nicht Zelda Breath of the Wild. Dieses Spiel zeichnet sich doch dadurch aus, dass durch Regen eben nicht das Klettern erschwert wird. Try and stay positive. At least I've explored a new place and seen more of the world while reuniting with some old friends. Außerdem kletter ich andauernd aus irgendwelchen Seen, Bächen und Meeren raus. Also Nässe ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich weiß, du ist ja nicht ernst gemeint. Yeah, there's still a silver lining, I guess. Kommt darauf an, wie sehr die Leute hier auf die Nerven gehen, Yanfei. That's it. I want to take another look. And this time, I, Arataki, the one and Oni, will... Oni? Boss, Whoa. What's up, Sourpuss? time for some roasted lavender melon. Huh? We're trapped in a life and death situation underground, and you're telling me it's time for roasted lavender melon? Interesting. You hear that? Ushi says you're completely right. Wait, hold on. Whose side are you on, Beefcake? It's important to stay replenished. We must keep our energy and morale up in preparation for facing the unknown. Even Ushi knows that. Fine, you two... hey, are you already eating? Well, hold on. Is it still warm? Oh, that does smell good. Fine. Yeah. We'll have a quick snack, and then we'll keep looking for a way out. Hey, don't eat them all. Leave a couple for me. Keine Sorge, da sind noch 6 Stück.
Das Schlachtfeld der Listen und Kriege zu besuchen. Wo kommt das jetzt her? Okay, meinetwegen. Ja. Die Gegnerliste hat zumindest nichts Hydromäßiges. I guess wir nehmen unser Team jetzt. Ich habe leichte Energy Recharge Probleme mit dem Team, aber ansonsten... Ja, und Heilung ist natürlich ein Problem. Aber ansonsten soll es fit gehen. So, Kampfstrategien. Mit Angriffsgeschwindigkeit der aktuellen Figur um 30% stellt dieser Figur beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen der Figur Leben in Höhe von 5% der maximalen RP wieder her. Das klingt ja schon okay. Mit Angriffsgeschwindigkeit. Meine Bursts triggern dadurch nicht schneller, oder? Die Sprungkraft der Figur enorm und erschafft beim Treffen Gegnern das Windauge, das Gegner in der Nähe anzieht. Auch praktisch. Ist auf jeden Fall schön für Schau. Rasender Sturmangriff verleiht den Standardangriffen heftigen Schlägen aller Truppenmitglieder einen Schadensbonus aller Elemente von 50%. Auch nice. Bis jetzt würde ich aber das erste nehmen, glaube ich. Erhöht beim Auslösen der Spezialfähigkeit der Figur mit den mit der Figuren den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden aller Truppenmitglieder um 50%. Okay. Und erhöht beim Treffen von Gegnern mit heftigen Schlägen der aktuellen Figur den mit heftigen Schlägen verursachten Schaden 20%. Dieser Effekt hält 8 Sekunden, 3-fach stapelbar. Jedes Mal beim Auslösen des Effekts wird die Wirkdauer des Vorhandenen aktualisiert. Also gehst du immer von 8 Sekunden aus. Ich nehme den. Oh. Ich darf 3 wählen. Ja, dann, machen wir Nummer 2 und ich glaube Nummer 3. Nee, ich gehe auf Burst Damage. Also okay. Dann schauen wir mal. Ist ein bisschen random so mitten in der Story, aber meinetwegen. Nach dem Abschluss jeder Kampfrunde bzw. der 3 Herausforderungen muss die Truppenzusammenstellung geändert werden. Nur eine der Figuren kann weiterkämpfen, während die anderen nicht am Kampf teilnehmen. Und ich glaube, das war randomized ausgewählt. Ich erhöhe die Lebenspunkte der Gegner. Let's go. I got you covered. Let me leave you a breath. Eyes on me! Things are about to get dicey. Busted. Oh, okay. Jetzt sieht already. Gut, wir brauchen noch Bedo-Energie. Bitte. Okay. Supporting fire. Power that ended height. Here comes the catch. Gotcha. Das Problem hier ist Hydro. Das geht nicht so gut aus. Check this out. Well, greif mich da einfach an. Ist ja nicht zeitlich begrenzt. Können natürlich auch einfach Energie sammeln. So, das sollte auch gehen. Gut. Das sind dieselben Räume, in denen wir eben umhergelatscht sind. Na sowas. Take it easy. So, jetzt die Energieverteilung ein bisschen weird. Fire it up. Gotcha. Bedo bleibt sowieso immer am meisten zurück mit der Energie. Busted.
Okay. Eyes on me! Don't get too close. Supporting fire. Let me weave you a verb. Game's up. Fun's over. Take it easy. Da hinten. Gotcha. So, okay. Achso, ich darf wählen, wen wir da behalten. So, Xingshu ist außen vor, dann können wir ja ein anderes Team nehmen. Wir würden so nehmen und ansonsten, da müssen wir jetzt mal schauen. Wir gehen so. Verpulvern wir doch alle. So, was die Fähigkeiten angeht, sind sie anders. Erhöhte mit heftigen Schlägen verursachten Schaden, also Figuren um 40% verbraucht beim Ausführen heftiger Schläge. Keine Ausdauer mehr und erhöht den Unterbrechungswiderstand. Das wäre Ito-Material. Erhöht, wenn die Truppenmitglieder oder 3 oder mehr verschiedene Waffentypen verwenden, die Angriffe aller Truppenmitglieder um 60%. Was haben wir denn? Warte mal. Katalysator, Bogen und Speer. Ja, können wir nehmen. Verringert den Elektro- und Hydro-Widerstand aller Gegner. Das passt nicht ganz so, aber könnten wir nehmen. Wenn die Figuren Gegnern mit der Reaktion unter Stromschaden zufügen. Dieser Effekt hält 5 Sekunden. Das wäre in der letzten Partie schon eher gewesen. Löst, wenn die aktuelle Figur Gegner mit Standardangriffen 3-mal trifft, an der Stelle der angegriffenen Gegner eine Druckwelle aus, die Flächenschaden verursacht. Okay. Würden wir benutzen mit Yoimiya. Erhöht beim Treffen von Gegnern mit heftigen Schlägen der aktuellen Figur. Loosely für... Ich gehe hier drauf. Wir haben Hydrowiderstandsverringerung. Ganz egal, ob Elektro oder unter Strom. Einen Benefit haben wir. So. Achso, ich konnte da auch erneut ziehen. Ah, wir gehen jetzt damit. Das ist schon okay. Alright. Rise! Order guide you! Rest and rebuild! Here come the fireworks! Going somewhere? Quietly now. Here comes the catch. Time for a light show! Nächster bitte. Ein Treppen. Ah, manchmal funktioniert das nicht so gut. Gather! Once more. Wir gehen so. Busted. Ready! Ein bisschen brauche ich noch. Solidify! These are about to get done. Fire hazard! Das hat sich ja wirklich kaum gelohnt. Na gut. Wir gehen hier die ganze Zeit einfach nur im Kreis. Schwierig. Let's go. I will have order. Go the ship down! Quietly now. Busted. Mehr Energie, bitte. Gotcha. Here comes the catch. And you! Okay, wir behalten sie einfach. So, wir probieren einfach gerade mal ein paar Teams mit ihr aus. Nächster Punkt wäre, da wäre Kokomi auch ganz gut gewesen. Vielleicht einfach Kryo-Verstärkung. Also gehen wir... So. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Sichere Angriffsgeschwindigkeit. Sprungkraft wieder erhöhen.
Standardangriff verursachter Schaden bei Treffen von anderen Angriffen mit der aktuellen Figur werden um 15% erhöht. Das ist gut für Ayaka. Vierbach stapelbar. Wirkungsdauer jeder Stapelung ist unabhängig. Hydro-Schaden, Truppmitglieder 20%. Ich meine, wir haben Hydro dabei. Erzeugt bei Treffern mit heftigen Schlägen der aktuellen Figur ein Elementarteilchen. Das nehmen wir auch. Können wir mit Ayaka gebrauchen. Der ist sogar noch aktiv. Okay, verwirren wir die mal ein bisschen. My apologies. Sakura Swirl. Do your master's bidding. Take your true form. Das war ein bisschen messy. Warum sollte ich die Skills eigentlich nicht aktivieren? Naja. Quietly now. Busted. Lange einfrieren lassen die sich aber nicht. Fingers are about to get done. My will embodied. Kamisato art. Sumetsu. Whirling snow. My apologies. Cryo incarnate. Oh. Au. Transfiguration. Gotcha. Barbados, guide us. Alright, dann weiter. Busted. Den großen hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Ich gucke mir die Gegnerleiste hier auch gar nicht an. Mal kurz alles aufladen. Also zumindest Shenhe gleich. My will embodied. Do your master's. Embrace the ice. Here comes the catch. Take flight. Natürlich schade, dass wir jetzt kein Schild dabei haben. Warte mal. Ich weiß nicht, was mich hier so durch die Gegend wirft. Ich habe Shenhe und Ayaka immer auf anderen Slots eigentlich. Alright. Jo. Wie 2? Ich habe 2 gemacht. Achso, die Quests. Ah. Ah. Achso, da. Das sieht schön aus. Das dreht sich schön. Das ist einfach nur Schwierigkeitsgrade und ja, eigentlich nur das. Und was sammle ich da? Das müsste für die Waffe sein. Dann haben wir hier einen Aktionshändler. Alright, wir können eine Krone nehmen. Bumm. Und die Waffe selbst kriege ich wahrscheinlich innerhalb der Quest. Was heißt, ich habe hier nur Ascension-Materialien und die Rangsteigerungen der jeweiligen Waffe. Da sind nur 2. Warum sind da nur 2? Das müssten 4 sein. So, dann können wir aber, glaube ich. Jo. Schauen wir mal. Ist das Glück uns hold mit irgendwas? Nein. Heute nicht. Ist aber okay. Ich komme der garantierten 50-50 immer näher.
Ach, den Bogen haben wir jetzt. Wir haben bestimmt eine eine Event-Verstärkungs-Boostung. Mal sehen, der Aufladerate, ihr habt den mir nie so richtig angesehen. Diese Waffe hat 3 Zustände. Das ist ein guter Satz zum Anfang. So stelle ich jede Waffe vor. Diese Waffe hat 5 Zustände. Zwielicht, Abendröte und Morgengrauen. Diese 3 Zustände erhöhen den verursachten Schaden jeweils um 6, 10 und 14%. Nachdem die Figur einen Gegner trifft, wird der aktuelle Zustand deaktiviert und der nächste aktiviert. Egal womit. Jeder mit ihrem Burst würde 4-mal gleichzeitig treffen. Hat natürlich 7 Sekunden Abklingzeit, also wäre nur der erste Wechsel drin. Okay. 7 Sekunden Abklingzeit für den Zustandswechsel, der auch ausgelöst werden kann, wenn die Figur, die mit dieser Waffe ausgerüstet ist, inaktiv ist. Okay. Und in der Verfeinerung werden die Werte natürlich erhöht. Genereller verursachter Schaden, das ist nicht schlecht. Lassen wir mal kurz hier alles abflauen. Was wir da bekommen haben. So, jetzt ist die Frage. Wir kommen ja jetzt... Wenn dieses Schild hier steht, müssen wir ja jederzeit hierher kommen können. Warte bis zum nächsten Tag. Bumm. Erster Tag schon vorbei. Mal gucken, ob Ito jetzt schon einen Bart hat. There's nothing for Paimon to do here. So boring. Oh, how Paimon longs to stretch her legs and run free in the world outside again. Ich wollte gerade sagen, du läufst nie. Alright, fly free then. Basically, Paimon just wants out of here. Und so ist schon ein ganzer Tag vergangen. Es ist eigentlich nicht so viel anders als meine normalen Genshin-Tage, da ich das Spiel meistens aushabe. Die letzte Woche ist jetzt so eine Ausnahme. Just a day? No, it feels like we've been down here for months. Bestimmt. Maybe not months, but at least like 20 days, surely. Yo, yo! Thought I heard you chatting over here. Bei dem kleinen Raum nicht verwunderlich. Tucker. Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. Here, have some water and take a rest. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. But it's so boring, walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler, are you hungry? Naja, eigentlich I'm schon. not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? It's definitely not me. Hey, what's everybody looking at me for? Well, it's definitely not me. If anyone, it's this one right here. Das stimmt. What are you looking at Paimon for? Paimon, are you hungry? No. Paimon's not hungry. Why do you ask? Das ist die Magie des Ortes. If that's the case... Warum haben wir wieder Levelmelonen gegessen? What am I missing here? Paimon sagt, es fühlt sich an, als seien wir hier mehr als 20 Tage. Yes, I heard that too, as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry, even after 20 days? Ich habe das Gefühl, dass nur ein Tag vergangen ist. Also stimmt vielleicht beides nicht? That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time, but how could one person feel like it's only been 1 day and someone else 20 days? Das stimmt, meine Wahrnehmung der Zeit ist halt so krass, ich bin einfach schon am Mittwoch übernächste Woche. Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all.
Das ging daraus hervor, dass er sagte, jeden Tag hier in dem Loch rumrennen, also mehr als ein Tag. Although I cooked some food, it wasn't because I was hungry. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days. Warte I mal. haven't really felt hungry since. Und findet niemand es komisch, dass die Levendelmelonen nach einem Tag immer noch nicht fertig sind? Now that I think about it, not only am I not hungry, but I don't feel any real signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. Wir sind in der Geisterwelt. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. Huh? What's wrong, Traveler? Did you think of something? Ja, vielleicht steckt Chao in derselben Lage, ne? That's pretty weird. Sounds like the little dude must be in danger. But he is an Adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. I just discovered a new path over there that seems to lead to an unknown area. Wo kommt der her? Oh, finally! Ist das wieder eine Sphäre? Yay! You found something! Oh, please be the exit! I still suspect things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. Huh? Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual about this stone. Seems to me that it's been created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. Whoa! So there really is a path behind here! Gotta hand it to ya. That sure wasn't easy to find. But at least we can finally get out of here. Danke, Elan. Hat doch nur 20 Tage gedauert. Miss Yelan's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. It doesn't matter. I'm not tired. Well, given we're already here, we might as well go in and explore. Right behind ya! Paimon can't wait to get out of this place! Nennt mich Dora. Ich mach das schon. Patsch, 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 patsch. Wo genau war er denn letztendlich? Direkt in der Sphäre. Okay. Kein Rennknopf. Oh. Schaut mal, eine neue Sphäre. Steht hier der versteckten Symbole oder Stadt. Well done. Die Symbole auf der Plattform haben verschiedene Farben und Muster. Verbinde sie miteinander, um das Rätsel zu lösen. Nicht unbedingt ein Rätsel, wenn es mir jetzt direkt erklärt wird. Farben und Muster, okay. Tritt auf die richtigen Symbole, um sie zu aktivieren. Bei falschen Symbolen erleidest du Schaden. Finde und aktiviere alle Symbole auf der Plattform, um das Rätsel zu knacken. Ja, das scheint trotzdem nicht so straightforward zu sein. Alright, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Berühren. Wow. Lucy, is that you? Hey! Did anyone else just hear that voice? It sounded super creepy! Das war Schau. Oh, ich krieg trotzdem Schaden. Busted. Auf eine andere Art und Weise. Gotcha. Check this out. Oh, da haben wir den stärksten von denen. Time to act. Busted. Ah, dort müssen wir also noch ergänzen. Der Lichtsammelapparat kann einen besonderen Lichtstrahl auf die gegenüberliegende Plattform werfen. Bediene den Apparat, um die Richtung des Lichtstrahls zu steuern. Beleuchte mit dem Lichtsammelapparat die großen Symbole auf der gegenüberliegenden Plattform, um sie zu aktivieren.
Diese großen Symbole scheinen der Schlüssel zu dem Rätsel zu sein. Das sind die, die ich aktiviert habe. Okay. Ach so, mit Steuerkreuz. Das können ja nur die beiden sein. Alright. Das war das erste. Dann gehen wir weiter. No. This would get me. Top fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. Ich glaube, ich habe hier noch nicht alles, was ich brauche. Achso, oder also ich meine generell einfach dieses Symbol. Mhm. Okay. Gotcha. Ich dachte, sie kommen woanders raus. Quietly now. Don't get too close! No, my sword! Gut, denn... Also... Das hier ist zu weit weg. Da muss es ja so sein. So, der andere ist dort, leicht angeschrägt. Weiter geht's. No, it's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. That sounds like Shell. Could he be in trouble? Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but how are we gonna find him? Indem wir einfach weitermachen. Irgendwas Magisches wird schon passieren. Gee. Sie tut so, als hätte sie noch nie dieses Spiel gespielt. Here's backup! Ring cutter! Power the ended height! Things are about to get dicey. Okay. Okay, das ist schon klar. Und der letzte. Lass mal sehen, bis jetzt habe ich nie geguckt, welches Symbol wir eigentlich wirklich brauchen. Es hat einfach nur immer irgendwie geklappt. Also. Fire it up! Supporting fire! Rain outlines your fate. No, my sword! Wir machen das jetzt mal ohne Beidou. It's over. Take it easy. Gotcha.
Die sind ja schon fast richtig ausgerichtet. Da kann man nichts ausrichten gegen. Das Tor zur Kingdom Hearts wurde geöffnet. The light seems to be leading to another platform. Let's go and take a look. The ground has dissolved? What's down there? Is that little dude called Xiao down there? We gotta help him. That little Hold dude. on. Something's not right here. Aber ganz ehrlich, für Ito müsste jeder Charakter That Little Dude sein, weil Ito hat als einziger Charakter im gesamten Spiel das größte Charaktermodell. Die vorige größte waren halt die männlichen Großen, da gab es ja Groß, Mittel, Klein und so jemand wie die Luke zum Beispiel, aber Arataki hat ja eine ganz neue Größenordnung eingeführt, also für ihn ist jeder ein Little Dude. What's this? It appears to be a small fissure. What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it? Conqueror of demons? Xiao, is that you? Quit trying to scare us, okay? Huh? Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him! Conqueror of demons, can you hear us? Ist da noch ein Zhao drin? Hallo? Hello? Little dude! Anyone home? He isn't responding. What's going on here? You. Oh, he finally said something! Oh! We followed your voice and found you here, but it's kinda strange. We can't touch you. How did you become an illusion? An illusion? Talk about a coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence? Wait. Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! Seid ihr verletzt? Du hast keine Beine. If he can, we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you immediately. No. Your safety is the top priority. It seems this space can... Huh? Close. He disappeared. Where'd he go? It sounded like he might be injured. We need to go help him. It seems the only option we have to explore any further is through that entrance over there. Huh! He's injured and telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way! Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. Don't worry, I'm invincible! Oh, my butt! Looks pretty deep. Be careful, everyone. Soweit ich wusste, war Invincible ein bisschen anders. Der sah anders aus. Das wäre dann der nächste Bereich. Das ist meine Morgenroutine. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Das, ja. Okay. Well, Bullchucker, how's your ear? Perfectly It's fine. fine! Ugh. My butt is tough! Go ahead, you can cry if it hurts. I promise I'll try not to laugh.
What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. Danach nicht mehr. Das war ja But wouldn't Absicht. feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. Paimon, don't laugh. It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Tja, das ist die einzige Beschäftigung, die es in deiner Gang gibt. Einfach nur über dich lachen. Wait a second. Xiao's not here, but... Eine Tür. Seems a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency shelter? There was a picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. Our little dude must be inside then. Das hier ist nicht Returnal. Yeah! I wouldn't be too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker! Looks like your subordinate is telling you what's what. Oh, I believe she was talking to both of us. Yeah, so you can wipe that smug smile off your face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. Und sein Step Hintern aside. tut erneut weh. Once this door's open, we are out of here. Er versucht den. Aber er hat's geschafft. Eviloni, be gone! You heard me. Get out of here! Ah! Am I seeing things? Or was there someone behind the door? Nah, can't be. You're just saying things. Why don't we just open the door again and see? Da ist was anderes hinter. Me? Oh, all right. I'll open it again. All you do is goof around all day. You're a Nope. bad influence to our child. Be gone! Those people are carrying bowls. Bowls full of beans. What's that all about? Ja. People throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of him. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Hey, let's get one thing straight, all right? I'm not a person, I'm an Oni. Right, but that's not the point. The question is, does this door lead to Inazuma? Außerdem hat er nicht vorher noch andersrum argumentiert, dass es nicht wichtig ist, dass er ein Oni ist und genauso eine Person wie andere auch. Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Paimon's starting to think it really is haunted. Vielleicht muss ja nur jemand anders die Tür aufmachen. You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Oh, how about Paimon? Why don't you open it? War es keine Lavendelmelone mehr? No way! Somebody else do it. Paimon's scared. All right, I'll try. That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Shinobu? Who is that? Mutter! No way. Was that who I think it was?
Oh, this is embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. Tja, jetzt, was sagen Sie dazu, dass du jetzt innerhalb einer Bande bist und nicht mal das gemacht hast? Also, die müssen ja absolut enttäuscht von ihr sein. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. That's right, your calling is with the gang. I mean, just look at you. You rock. You're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? Irre ich mich oder ist in der ganzen Gruppe Yelan irgendwie am meisten außen vor? Sie hat irgendwie kaum was dazu beizutragen. Und alle haben irgendwie eine Connection zueinander, aber Yelan ist irgendwie ein bisschen... Vielleicht ändert sich das ja noch nachher. Don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. Außerdem könnte es peinlich werden, wenn es immer vergangene Events sind. Heck, wenn ich sie aufmache, sehe ich Eva. Das könnte eine Trailer-Szene erklären. Why? Because I don't buy it. That's why. I don't believe for one second that we're gonna find the Conqueror of Demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. Yeah, my savior. Show him what you're made of. Hast du das Angst? Vielleicht Madame Ping? I'm sure I probably do, but nothing springs to mind right now. Oh, ich Anyway, hab das Abspielen I aus. suppose I'll find out once I open the door. Ja, da ist schon eine Teekanne. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Es ist ihr Job. Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers something for free? You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Seriously. Das war eine verspätete A Reaktion. civil dispute. Didn't see that coming. Who were they? No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. So you mean you don't like handling disputes over petty matters? Es ist die soziale Komponente wahrscheinlich. Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Don't look at me. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Yelan. We're a team here. If you're not gonna try, then at least give us a convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive.
Is that a sufficient reason for you? Yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang? Okay, er lebt wirklich hinterm Mond. She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Look, I knows what I needs to knows. It's called being a free Oni. Oh, now Paimon gets it. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. What about you, Traveler? Would you like to try? Was Yeah, wenn... go for it, Traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Shell. Was wäre eigentlich, wenn statt ihrem Bruder da irgendwie, I don't know, irgendwas von einer anderen Welt, wo die beiden durchgereist sind, zur Schau gestellt werden? Irgendetwas unglaublich Schreckliches, was jeden hier einfach nur wahnsinnig werden ließe. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. Eine vermisste Person, wir wissen ja sofort, was da kommen wird. So, wait. What's Paimon looking at? Der Abgrund, könnte sein, der Boden passt. Ach, wir gehen sogar rein. Für uns ist das speziell. Was? Hier ist mir erst der Ausgang verschwunden. Ich sehe die Mitte des Himmels. Das ist wie das Innere eines riesigen Turms. Alright. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey, ich bin Shingshu. Hey, there you are! You sure had Paimon scared. We couldn't open the door after you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? Did you find anything, Traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? Da war gar nichts. Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant in there? Habe ich irgendwas verpasst? Hinter der Tür ist der dunkle Abgrund, der mir meine Liebe genommen hat. Na gut. Huh? How could that be? Don't worry. Paimon will keep searching for him with you. Cheer up! Stupid door! I'll smash you to pieces! If Paimon wasn't feeling so exhausted, she'd help out too. Hey, what is this? Nap time? Ja, das ist doch anders als das, was wir vorhin festgestellt hatten. Man kann doch gar nicht müde werden. Und Hunger dann gleich auch, ne? So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Huh? What do you mean? I feel the same way. We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. On top of that, I'm starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue,
We should eat and rest regularly from now on. Okay. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. No offense gegenüber den Anwesenden. I'm starting to feel tired too. No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. Paimon's whole body just feels so heavy now. According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. But now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. She's right. Hey, Lavender Melon, you okay? Also doch wieder. Carry you? Und ich bin wieder Xingqiu. Oh. Body and mind. Jetzt sind wir also wieder Time zurück. to act. Das mit der Tür ist vorbei. Es gab auch diese eine Trailer-Szene, wo man einen illusionären Eva oder Lumin, was auch immer, sieht. In einem Raum, der ähnlich aussah wie der. Habe ich das jetzt verpasst? You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. Ich Don't bin ein worry about Sonderfall. me. Staying focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. Das wird ein überzeugendes Gespräch. You think so? Eigentlich nicht. As they say, two heads are always better than one. Dann lasse ich mich mal überraschen. Body and mind. Ach, Uschi ist wieder da. Also was? Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Paimon ist verwirrt. Müde. Kaputt. Das ist mit dieser Tür. Perfect timing. I was just having a chat with Ushi about that. You know what? I can handle those mean people behind the door throwing beans at me, but causing trouble for you? Nuh-uh. That ain't gonna fly with this guy. Bei mir war aber niemand. What? There's nothing we can do? Listen here, Beefcake. You shouldn't give up so easily. Can't you have one last look for it? If you really can't find it, we'll just have to find another door. With any luck, one that connects to the outside world. Spricht er jetzt wirklich noch? You feel me? Spricht er jetzt wirklich noch mit Uschi? Er guckt mich an. Na, ich kann das Ding wieder machen. Ist da eine Lavendelmelone eingezeichnet? Ja. Nicht nur das. Da ist auch eine Zeichnung von Ito. Wie er Leute verkloppt. Oder Schleime. It's hard to believe what we've encountered. Ich werde dich jetzt nicht stören. Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Though the list of annoying things to deal with is practically endless, I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. I know it sounds pretty silly, but that's the life that I want. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating.
Natürlich werde ich nie machen. By the way, Denke ich doch gar Traveler, nicht dran. if you have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Okay. Please, come meet me over there. Okay, aber du solltest so reden, als wärst du weit weg, nicht so, als würdest du neben mir stehen. It's hard to believe what we've encountered. You don't look very well. At least not like when we just arrived. Are you troubled by what you saw behind the door? Wer ist das Listen nicht? to me. The most important thing is always the choices you have in front of you. Get some rest before you gather the courage to take your next step. Once you've chosen the path to take, don't hesitate. You must believe in your decision. Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Yep, that's the big question. Gotta be honest, I have no idea. Tja. Oh, come on, don't get mad at me. I'm just being real here. I did think about just using my Oni super strength to dig our way out, but the rocks here are even tougher than prison walls. The rocks didn't even budge when Ushi charged him. It's pretty obvious this place is meant to keep us in here. Okay, das ist besorgniserregend, weil Ushi ist verdammt stark. The only thing I can do now is, well, take care of this exhausted little lavender melon. Yeah, I know. You're helping too, Ushi. Alright, dann schauen wir uns mal an, was die beiden ausgetüftelt haben. You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. Don't worry about me now. Das hatten wir doch schon. It's my job. I figured as much. Sure. I also have some ideas of my own. As they say. Dann habe ich sie nicht gehört, oder wie? Oder ist einfach nur der Ort? Thanks for coming to speak with me, Traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. Das, ja, aber auf dem Mindset waren wir doch die ganze Zeit. Wir wollen hier raus und so, ne? Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. Zu welchem Zeitpunkt meinen wir? In der Sphäre? Oder davor, als er sich teleportiert hatte? I have a theory, but I can't tell the others just yet. I don't want anyone to panic. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else. But his voice and image were projected to our location. In der Sphäre. Is it possible that we've entered into a chaotic space? Erklär. We're seeing things and people that shouldn't be here, even ghosts. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all together, everything points towards one possibility. Das Schau neben uns steht. This is a place where time and space are thrown into chaos. Okay. Er ist nicht den gleichen Weg gegangen wie wir. Er hat sich wegteleportiert, also könnte sein, ne? And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you.
This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? Eigentlich ein Riss im Raum. It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Deswegen wurde alles unterbrochen. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Also steht er wirklich neben uns. Can you feel that? Let me see. I think it's here. And break! I secretly learned Yelan's illusion-breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. The sound came from behind this illusion. Let's go in and take a look. Und die anderen? Wir lassen sie? If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Okay, und euch gleich lassen wir jetzt zurück. Ich kann auch, glaube ich, nicht mehr mit denen reden. Nope. Aber Janfi folgt mir ja wirklich. Ein Abzweig. Okay, klettern können wir ja aber wieder nicht. Schade. Take it easy. It's getting clearer. No. This is the chasm. What did Botish go through here? If Botish just in that battle fought years ago, what is he doing here? The one I am. Is that the Production? Ich meine, um wen es sich handelt, weiß ich ja sowieso schon von Anfang an. Der eine Jagdschar, der MIA ist. Es gab ja, alle sind tot außer Zhao und der eine. Also der eine eventuell. The voice is much clearer now. We're close. Da ist ein Raumriss. Conqueror of Demons, can you hear me? It's Yanfei. The Traveler and I are trying to find you. Zhao, bist du da? In Sauron? Traveler? Yanfei? It worked. Are you okay? I'm fine. Wir haben euch kämpfen gehört. Mit wem kämpfst du denn überhaupt? Listen to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. Na los, spring einfach durch das Portal, wenn du auch eins siehst. Wissen wir ja nicht. Was? The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Right now, we have more dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. Na los, vor uns! So, you're in danger too? There was no need for you to search for me.
But we're worried about you. And earlier, the Traveler was tricked into entering a dangerous place. Das ist wahr. Also, ja... Eigentlich nicht so wirklich. Im Ausschlussverfahren war ich der Einzige, der übrig blieb. Und dann, ja. How do we meet? Conqueror of Demons, can you find out where our voices are coming from? Find the spot where our voices are the clearest and try... something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. By try something, do you mean... Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. Ciao. Stand back! Oh. Hey ho. Little dude. Also, ja, okay, der hat da einen Schnitt. Let's get him back to the camp. Schwer verletzt würde ich nicht sagen. Er ist ein Schnitt am Arm. Das geht. Now we can avoid getting split up. Okay, Wangenschnitt hat er auch. Oh. Danke. A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. It's just a flesh wound. Natürlich. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. You're not a burden. Don't think that for 1 second. We need you, all of us. For our sake, please. Stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. Ja, wir warten einfach auf dich. In der Zwischenzeit sehen wir Uschi beim Tanzen zu. Du solltest ihm auch zu sehen. Ich konnte das nicht mal alles lesen. Er hat bestimmt Albträume. Okay, eine solche Jetzt habe ich schon wieder nicht gelesen. Eine solche Szene ist ziemlich überraschend. Okay, jetzt habe ich es endlich. Was wollen wir denn da hinten? Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Hey. Das ist mein Snack, über den ihr redet. Beschwer dich nicht, wenn ich mal kurz reinhöre. You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Die beiden hier sind schon wieder am Lösungen für Probleme schaffen. As expected, something strange is going on here. Oh, Traveler? Ich bin auch überrascht, mich zu sehen jedes Mal. Entschuldigung. You're both here. Great. I want to talk to you.
Ja, echt, warum unterhalten wir uns nicht zusammen? Ich meine, ich verstehe, dass ihr Ito auslasst, aber ansonsten könnt ihr schon ein paar Leute mit einbeziehen. I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Now that we've found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. Die ist noch aktiv? My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive, and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard, or to wear us down. If that's the case, it can only have one goal. To trap us here until we die. What else could it be? Saugt es uns Lebenszeit aus, oder was ist der Deal dahinter? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. Okay. I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Immer wieder Conria. Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise... We got it. "500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. Die Monsterflut? Waren wohl die Verwandelten? Ihre Top-Secret-Info war aber eigentlich... Es würde mich... Also, aber ausgenommen das vielleicht von den Vorfahren, der Rest müsste doch Public Knowledge sein. Das war jetzt nicht so enthüllend. Vielleicht nicht für uns, aber für Leute von damals. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again.
All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. All right. Ich denke gerade darüber nach. Man kann sich ja hier, ne? Oh, man kann sich teleportieren. Das war jetzt überhaupt nicht gewollt. Okay, dann ist so eine Sache, über die ich nachdachte, nicht so wichtig. Ich dachte, wenn man dort jetzt gefangen ist und die Quest zu Ende spielen muss, um irgendwo anders hinzukommen, ist das ja schon ein bisschen schlecht für Leute, die nicht so viel Zeit an der Hand haben und die Quest gestartet haben und sich denken, ja, jetzt will ich aber meine Dailies machen oder so. Aber okay, scheinbar können wir jederzeit wieder rein. Leute, ich habe einen Ausweg gefunden. Okay, so komme ich dann wohl auch an das Schild. Wow. Ich wurde zur Seite gestoßen. Alright, gut. Haben wir das geklärt. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Das hatten wir doch schon. Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks done in too. I'm kind of worried about him. Oh, I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Das hatten wir doch alles schon mal. Déjà-vu? You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Und bei Zhao, redet er jetzt? Das ist anders. Nichts hat sich verändert. Immer noch im Untergrund. Ich war draußen, aber das habe ich euch nicht erzählt. Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? Naja, du kannst ja nicht über alles Bescheid wissen, ne? Eine Reise hier unten, ne, hat nie jemand gewagt. Außerdem, eine Reiseleiter hätte uns am Anfang ganz gut getan. Naja. Yeah. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Ja, warum wohl? Yeah, just like that. Aw, Ushi, were you looking after Paimon? Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. Das höre ich an seinem Grunzen. Wie fühlt ihr euch? Fine. Don't worry. The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Wurde Ushi gerade geworfen oder bewegt er sich einfach so? Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? Das wissen die meisten gar With a nicht. little help, I was able to find my way here. Danke, Jan Conqueror Fei. of Demons, could you tell us what happened before he joined us? No need to be so formal.
Just call me Shao. Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshuin to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a Yaksha called Bosacius. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, also gehört haben wir den schon. Bosacius? Is that one of the 5 Yakshas? Like you? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? Aber nach der Logik, wer kümmert sich um den Letzten? It's possible, but I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Ey, das ist top secret. Davon dürfen die meisten nichts wissen, haben wir erfahren. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight, but no one knew the Yaksha's name. But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Natürlich, er sagte, er hat ihn gefunden. Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. Siehst du? Sieht man doch. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? Ach stimmt, das kannst du ja auch noch. What will? Ganz vergessen. Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and Adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Whoa. You wanna write a will? Now? Es geht wahrscheinlich auf die Frage zurück, wenn der Letzte ist, der übrig bleibt, wer kümmert sich um ihn? Ein Testament würde das vielleicht regeln können. It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely.
I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? Ja, was passiert dann? You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Also sterben. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable. But it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Das ist wohl nicht sonderlich stark. Whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. Ja, vielleicht haben wir unseren ersten Buddy hier. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. You'll be fine. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. Und wenn, dann sollten wir es bleiben, weil wir sind scheinbar unsterblich. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you? This is my last will. You? That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Muschi gefällt's. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered.
What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Was sollen wir tun? Wir sollen gar nichts tun. Lass sie einfach gucken. Es ist nicht so, als hätten die eine super große Meinungsverschiedenheit. Es ist nur so ein, was machen wir als nächstes? Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. Come on, whatever you are! Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Easy now. Den wichtigen Part hat er nicht mitgehört. Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Should have seen this coming. Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Ist das Überschätzung? Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. The boss is hardly open to persuasion. Sie hat aufgegeben. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Hey, Ilya. Shinobu? Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry.
everyone. It seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. Ah, das wollten wir nicht. So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Und weg ist er. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Ergibt Sinn. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. We will. Same to you. All right, Traveler, let's go. Wir können aber noch rein. Don't worry. Ushi and I know how to take care of the boss. I think I can speak for both of us in saying it's not our first rodeo. Rodeo. Wolle. Go on, get out of here. And be careful. Aha. Ich kann mich aber auch hinsetzen. So. Jetzt sind wir gemeinsam. Und die Lavendelmelonen sind immer noch am Braten. Übrigens. Hey. So. Die sind jetzt auf der zweiten Quest. So. Alrighty. Dann gehen wir durch. Warte mal, der andere Weg war da. Okay. Boah. Das sieht interessant aus. What's this? Bis jetzt sehe ich noch nicht sehr viel davon. Zeitraum sind völlig durcheinander geraten. Also gut, ich sehe bodenteils Baum und Gestein. Oh. Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? Wollte ich auch gerade sagen. Größer als ein Kochtopf. Das ist die Größenordnung, die wir brauchen. Als all unsere Köpfe zusammen. Das ist beides nicht so klug. That's the best description you can come up with? It's way bigger than that! Huh. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. Humble Opinion ist gut, aber Legal Opinion, das ist wichtig. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? Mensch, dass es kleiner ist. I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the...
Are they? Und da ist noch ein Kompass. Treasure hoarders? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Vor ein paar Tagen im Sinne von, bevor wir hier tagelang eingesperrt waren, oder ein paar Tage im Sinne von tagelang bevor... There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, In all likelihood, this is the Fantastic Compass. Why is there a small version of the Fantastic Compass stuck in the ground? What's it for? Wir werden sehen. Oder meintest du im Sinne von, vor ein paar Tagen quasi so direkt bevor du hier gefangen warst? So, das will ich wissen. Ist das meine Yanfei? Nein. Nein, ist es nicht. Incinerate! Motion to compel! Job. Boom boom! Invisible evidence! Ah, bei dem was verschwendet. Incinerate! Noch mehr? Nö. Okay. Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Also war es quasi so, vor ein paar Wochen hat sie getroffen. Okay, got it. Die Antwort. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. So, und was haben wir hier? Notizen zum geheimnisvollen Raum. Unbekannte Herkunft. Zeiger drehen? Huh? A new entrance. Great. Das ist hier aber, glaube ich, maximal 4. Im Moment tatsächlich nur 2 möglich. Die Notiz wird sich bestimmt darauf beziehen. Ich habe Herrn Bojang gebeten, mir einen Stift oder ein Blatt Papier zu leihen, damit ich einen Brief an die Familie schreiben kann. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Hoffentlich geht es allen zu Hause gut. Ich vermisse meine Tochter so sehr. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Die Historia Crux. And back again. Okay, also ist das direkt eine Niete gewesen. Time to act. Body and mind. I thought we might run into some other people here, but apparently not. Hä? Was war das für ein Geräusch? The Fatui? Whose memory is this? Vielleicht meine ich, bekämpfe die andauernd. Watch out! Just as I thought. Yelan, you're here. Ihre Erinnerung aus dem Character-Trailer? I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now.
Mal sehen, lass mal sehen. 34.000, okay. 84.240, das ist meine. Ich dachte, ich krieg eine Probierjelan. Das ist meine. Warum war die Jan Feder nicht meine? Weil sie nicht Level 90 war? Busted. Take it easy. Quietly now. Motion to compel. I mustn't give up. But can I out of here? I will recall. Compass. Amateurs. And still they dare to come after me. You've still got it. Diese Stimmen, das waren Remember Fatui? how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Kompass habe ich auch Yanfei, gehört. see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. Schon merkwürdig, dass die Yanfei einfach eine random Yanfei ist und die Jelan wird projiziert auf deine, wenn du sie hast. Man sollte eher davon ausgehen, dass jemand Jelan nicht hat als Yanfei. Dreh den Zeiger aus auf dem fantastischen Kompass. Je nach Bereich, wo er sich befindet, wird Raum und Zeit dagegen anscheinend entsprechend verändert. Was dir ermöglicht, zu verschiedenen Zeitpunkten zu reisen. Und was du in letztem Zeitpunkt getan hast. Also in dem wirkt sich wohl auf den nächsten Zeitpunkt aus. So. Ja, das geht nicht. Aber das ist noch eine andere anklickbare Zahl. Nicht für uns, nicht hier. Sogar 2 Stück. Wenn ich auf den Himmel gucke. Body and mind. Das ist der unveränderte erste Raum. Time to act. Oh nö. Ah! Okay. Take it easy. Dann gehen wir von hier aus vielleicht einen weiter, so. Ich glaube, den habe ich noch nicht so probiert. Nope. Alright.
Problem, dass er an den Ästen feststeckt. Diese Info fehlte mir natürlich. Und dort steckt sie im Boden. Warte mal, da müsste ich... Ah, nee, damit. Danke. Dann ergibt die Erklärung natürlich auch ein bisschen mehr Sinn. So, der Baum ist nicht mehr. Die interagierbare Steinwand könnte auf dieselbe Art und Weise eine Rolle spielen. Alright. Jetzt ist alles rot. Oder gleich. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Osatius, I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no. We should go help him. Ist das Zhao? Stay back. Vielleicht nicht. This is my fight. Do not come near me. Oder doch. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me! Huh? How did a valiant warrior like you die here? Erstmal die wichtigen Dinge checken. Das ist nicht mein Zhao. Das ist nicht mein Zhao. Das ist mein Zhao. This is not going well for... No Dieser Zhao hat Constellations. matter. I know how this ends. Sprich zu der Hand. Look! Bosacius is showing signs of fatigue. Bosacius, martial Retris. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Enough! Phantom, be gone! Joe, are you okay? Wie, war das bei dir etwa auch nicht deine Yelan? Das könnte echt an den Konstellationen liegen. Aber meine Yanfei ist C6. Die du dort hattest, war so C3, okay. Merkwürdig. Also du hattest auch nicht deine Yelan? Hi Martin, aber ich spreche kein Spanisch. Du hattest auch nicht deine Yanfei. Das hatten wir ja schon. Nur halt Yelan.
Deine Verletzung ist noch nicht verheilt und schon kämpfst du wieder? Naja, es wird wohl wichtig sein, um hier rauszukommen. This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. Scheinbar so 500 Jahre. Something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? Dann war er vielleicht eine neue Person sozusagen? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Er hat gegen Dämonen gekämpft, ja, die Monster aus Canria, ne? Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Dann los. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. Na, ich denke mal, den sehen wir trotzdem noch wieder. Ja, unser Kompass ist nicht da. Was bedeutet, von hier aus gibt es auch nur eine Reiserichtung. Sie steht wieder zurück auf den vorhergehenden Raum. Time to act. Also der Felsen ist immer noch da. Body and mind. Check this out. Dann lass mal sehen. Brief 3. Ich habe einen übersehen. Es müssen mehr als 10 Tage vergangen sein, seit ich mich von Boyang und Bosacius getrennt habe. Aber meine Gefährten sagen, es seien nur 3 Tage. Ich weiß nicht, wer recht hat. Und ich habe auch keine Lust, darüber zu streiten. Ich will nach Hause, aber ich kann nicht zurück. Denen ist am Ende also dasselbe widerfahren, am selben Ort. Ohne Kompass könnte dort vielleicht auch einfach nur eine Sackgasse sein und wir müssen was anderes tun. Der hier steht wieder normal. Na gut, es sind noch 2 Richtungen. Wenn ich jetzt sage, vorwärts drehen. Oh, zeig das du dich lieber, wenn ich draufklicke. So. Berührt Boden kann nicht weitergehen. Und auf der anderen Seite ist das ähnlich.
Schauen wir mal, ob wir in der Ursprungszeit noch mehr machen können. Wahrscheinlich müssen wir weiter zurück. Ja. Ah, die Gesteinswand. Ich kann sie hier sprengen. Haben wir hier noch was? Wenn wir schon dabei sind. Nee, fürs Erste nicht. Dann schauen wir mal, denn im ersten Moment bringt uns das nichts. Also wahrscheinlich in der letzten Zeit. Vielleicht ist der Kompass irgendwie bewegt worden. Ah, da habe ich die zweite. Brief 2. Ich schreibe im Auftrag von Kamerad Hulan. Das klingt wie eine Beleidigung. Ich wünsche seiner Familie alles Gute. Unter anderen Umständen wäre ich gerne zurückgekehrt, um das Laternenritual mitzuerleben. Wer weiß, von welchem er redet. Vor 500 Jahren. Aber die Zeit außen weiterläuft, haben wir übrigens nie ergründet bis jetzt. Take it easy. Also ich kann jetzt hier rein. Bei dem anderen war da eine Barriere. Jetzt kann ich hier rein. Aber nicht weiter genug. Also könnte ich nur noch in der Zwischenzeit gucken. Huch! Habe ich den vorher nie wahrgenommen? Ah, okay, okay. Der Schalter. Da habe ich nie hingeguckt, was? Ist die Frage, in welcher Zeit? Alright, das war's schon. Also bitte das Netz. Das kann doch jetzt nicht sein. So. Ja, da wissen wir ja. Das ist die einzige neue Zeit. Da müsste er ja verkehrt rum sein oder auf dem Boden liegen. Um die da unten rechts zu betreten. Okay. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. Brief 4. Es ist schwer zu sagen, wie lange meine Kameraden und ich schon auf Patrouille sind. Aber unserer gesammelten Informationen zufolge haben alle Bestien ihre Bewegungsfähigkeit verloren und die meisten von ihnen sind verschwunden. Diesmal habe ich mit großem Vorsprung gewonnen. Nur wir alle können nicht mehr nach Hause zurückkehren. Hulans Tochter, immer noch Beleidigung, Du Hulans Tochter wird dieses Jahr 2 Jahre alt und die Großmutter der Qinmin-Brüder ist sehr alt. Oder Qingmin-Brüder.
Die beiden vermissen ihre Familie sehr, obwohl ich alleine lebe. Will doch jeder nach Hause. Aber die Leute hier sind jetzt auch so etwas wie eine Familie. Dieses, warum ich alleine, obwohl ich alleine lebe, hat mich so ein bisschen kalt erwischt. Dieser Ort ist sehr mysteriös. Ich weiß nicht, ob es an unserem Heimweh liegt oder ob hier von Natur aus eine wehmütige Stimmung herrscht. Hier sind einige Landschaften zu sehen, die man vorher nur von der Heimatstadt aus gesehen hat. Ich habe zuvor von den Älteren der Familie gehört, dass die Menschen aus Liyue seit mindestens ein paar Jahrhunderten Bergbau betreiben. Das hier sieht jedoch nicht wie eine echte Mine aus. Vielleicht ist das alles nur Einbildung, weil ich in einem Bergbaugebiet aufgewachsen bin und jetzt großes Heimweh habe. Ich habe solche Sehnsucht danach, nach Hause zurückzukehren. Da ist der Kompass. It looks like these were letters written by the Millelith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millelith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. Wir erleben I have a es. gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Keine Mine und nichts. Der Krater. Gehen wir jetzt weiter zurück oder weiter vor? Weil es liegt hinter dem anderen, aber vor dem einen. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es könnte das weitest in der Zukunft sein. Sieht ein bisschen aus wie der Abyss. There's nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? Ey, du hast so viel gespielt. Im Abyss muss man nicht immer kämpfen. Das scheint meine Erinnerung zu sein. Your memory? Of what? Dieses Nichts ist die Macht des Abgrunds? The Leute. abyss? So, this place is created purely based on your memory? Ich fürchte ja, denn ich vergesse nie. Aber wann war sie denn exakt hier? Wie der Abgrund mir meine Familie weggenommen hat. Ja, okay, sie ist ja im Abgrund rumgewandert, als er quasi zusammenbrach. Aber so diese Wolkendecke da unten als Boden? It's getting darker. Ich kann das gar nicht alles so schnell lesen. It's... Aether, wait! Kennt ihr, sie ist etwas müde aus? Kein Stück? Absolut nicht. Nein. Soll das eine Beleidigung sein? So sehe ich immer aus. Ach, der Kompass. Huh? What's that shiny round thing on the ground? Der Kompass, und diesmal ist alles erleuchtet. The fantastic compass! In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh,
he was just a figment of your imagination? Wissen wir. So, he appeared as an illusion because you miss him so much, huh? Er ist nicht hier. Du bist müde. Es ist auch schon spät. 23:37. Aber immerhin haben wir das hier gefunden. Ja, damit ist wenigstens einer glücklich. Aber wir sind auch nicht mit der Intention hierher gegangen, Eva zu finden. Diesmal nicht. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Und weißt du jetzt, wo er zu finden ist? Das ist sehr wichtig. Wir müssen keine 3 Filme darüber drehen. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Alright, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Und ich unlocke die Truhe. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the Bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Wer weiß, ob er jemals echt war. Du. Ich denke mal mit ihr als letztes reden. Bosacious was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Lea. Ich hoffe, du hast etwas Spaß. Und danke fürs Dabeisein. Man sieht sich demnächst. Vielleicht morgen. Ich streame morgen auch. Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. Da steckt wahrscheinlich mehr Interessantes in diesen Worten, als wir bis jetzt realisieren. Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. Alright. Ist bloß die Frage, wie gehen wir? Achso, das Ding habe ich irgendwie blatant übersehen. Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Anmerkung 1. Mein Name ist Boyang. Ich schreibe hier alles auf, was ich weiß, damit die zukünftigen Generationen von meinen Erlebnissen erfahren. Mein jüngerer Bruder Rong Zhao und ich eilten auf Befehl der Qixing mit dem fantastischen Kompass und wo er zu finden ist zur großen Kluft, um die Meliliten zu unterstützen. Aber die Bestien an diesem Ort waren äußerst furchteinflößend und unsere Gruppe erlitt schwere Verluste. Wenn der Yaksha nicht zu Hilfe gekommen wäre, wären sogar mein Bruder und ich dort gestorben. Wir waren eindeutig die Stärksten, deswegen verdient das ein sogar. Dieser Yaksha wurde mit 4 Armen geboren, sieht wie ein Verrückter aus und kann sich nicht an seinen eigenen Namen erinnern. Wenn er tobt, ruft er den Namen, mit Namen wie Alatus und Menogias oder Menogias um sich. Seine Kraft gleicht einem Donner. Er ist tapfer und furchteinflößend zugleich und hat das Potenzial, in die Weltgeschichte einzugehen. Wir folgten dem Yaksha und kämpften mehr als 10 Tage lang gegen die wilden Bestien. Am Ende haben wir uns einen Ausweg mit Blut erkämpft. Eine Schlange hat ihre Schwachstelle. Die wilden Bestien auch. Der Yaksha ahnte,
Der Yaksha ahnte das und entwarf eine Strategie. Im vorigen Krieg wurde der Boden der großen Kluft beschädigt, wodurch ein riesiger unterirdischer Palast freigelegt wurde. Beobachtungen zufolge werden Bestien schwächer, je näher sie dem unterirdischen Palast kommen. Wir spekulierten, dass es dort unten eine Art mystische Macht geben könnte, die etwas gegen die Bestien aus Khaenri'ah ausrichten kann. Das geht weit. Eine Eintragung für jeden Tag. Zu viele Menschen sind gestorben und der Krieg muss so bald wie möglich beendet werden. Rong Zhao und ich entschlossen, dass ich den fantastischen Kompass und wo er zu finden ist, tragen und mit einigen Soldaten der Meliliten und dem Yaksha zum unterirdischen Palast gehen würde. Wir werden die wilden Bestien weglocken und sie in die tiefsten Teile des unterirdischen Palastes treiben. Die Versiegelung muss intern von mir und dem Yaksha vorgenommen werden und Rong Zhao wird uns auch von außen unterstützen. Nur so kann die Versiegelung gelingen. Das ist wie Kingdom Hearts 1. Wenn dieser... Also, Bosacious ist König Mickey. Wenn dieser Plan erfolgreich ist, sichern wir uns den Sieg an der Front der großen Kluft. Das bedeutet aber auch, dass der Yaksha, jene Soldaten, der Meliliten und ich im unterirdischen Palast zurückgelassen werden. Doch der Vorteil wäre so groß, wir müssen einfach versuchen und sehen, ob es klappt. Wir müssen es versuchen. Die Soldaten suchten Tag und Nacht und bestätigten, dass die Kraft der wilden Bestien nach dem Betreten des unterirdischen Palastes stark beschränkt schien, als würden sie von irgendeiner Macht korrodiert. Einige der Soldaten, die in der Schlacht verwundet wurden, starben. Einige wurden von der großen Armee getrennt und kamen nie zurück. Die Bestien, werden sie auch einfach verschwinden? Der unterirdische Palast ist sehr merkwürdig. Und jenen aus Liyue sind nur noch der Yaksha am Leben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Der Yaksha ist schwer verletzt und manisch. Ich befürchte, meine SCHCA-Schwäche kommt zum Vorschein, dass er bald sterben wird. Ich bin wach, doch fühle ich mich benommen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier unten bin. Der Yaksha wollte mich dazu überreden, an die Oberfläche zurückzukehren, aber er vergisst, dass wir dazu bestimmt sind, hier zu bleiben. Dieser unterirdische Palast ist wie ein Lebewesen. Zuerst erschien ein Riss am Boden und wir sprangen hinunter, wollten eine Strategie entwickeln, doch bald darauf stellte ich fest, dass der Riss begann, sich leise zu verschließen. Ich kann nicht sagen, dass das die einzige Strategie wäre. Selbst wenn man ihn angreift, schließen sich die neuen Risse wieder. Also wenn man sie angreift. Mal schneller, mal langsamer und es ist schwer einzuschätzen. Heißt das, dass der Boden während des Kampfes versehentlich beschädigt und damit die Hülle des Palastes ebenfalls beschädigt wurde? Sind wir versehentlich in das Maul eines Ungeheuers geraten, dass wir jetzt langsam von ihm verschlungen werden? Die Bestien sollten alle bereits tot sein. Wir haben durchgehalten. Ich bin viel gelaufen, finde aber keinen Weg raus. Der Yaksha ist tot. Jetzt bin ich der Letzte. Aber von meinem inneren Auge sehe ich meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Sie kommen auf mich zu, gehen durch mich durch und verschwinden. Vielleicht bin ich ja auch schon verrückt. Wie könnte es möglich sein, dass ich meine Familie sehe, die eigentlich in Liyue lebt? Ich möchte nach Hause zurückkehren. Finde ich noch einen Ausweg? Rong Zhao, manchmal hasse ich es, dass du nicht derjenige bist, der hier an meiner Stelle leiden muss. Aber Rong Zhao, ich bin dein größter Bruder. Der größte von allen. Ich bin ein großer Bruder. Und ich bin froh, dass du weiterleben darfst. Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr denken und ich nicht mehr lesen. This information was left by a thaumaturge called
Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. Thaumaturg? Den Begriff habe ich schon lange nicht mehr gehört. All this information, it was left by your ancestor? Thaumaturg der Qualen. Eine Yu-Gi-Oh! Karte? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! What was that? Huh? I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Was denn? Aha. Mhm. Sie liest immer so, als würde sie das Buch gleich essen wollen. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. Na, was für ein Zufall, dass du hier bist. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough, but still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Ey, ich kann nicht alles lesen. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Also ich weiß, ich kann automatisches Abspielen ausmachen, aber wenn ich das spät bemerke, ist das nicht mehr möglich. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Ob Paimon sterblich ist bis jetzt überhaupt noch nicht geklärt, also wer weiß. Let's go. Vielleicht kann sie nicht sterben. Body and mind.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine krumme Mora-Zahl, aber das liegt natürlich am Adventure Rank 60. Das wären eigentlich 60.000 gewesen. Immer noch hier. Shinobu, Ito, we're back. Wie geht's ihm? Er hat sich He zumindest must be gedreht. exhausted, because he still hasn't woken up yet. Nee, hat er But nicht. he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. Also ihr beiden, die Zufälle häuften sich, dass die beiden gerade hier sind. Hä? Also normale Menschen, normale Adepten beziehungsweise Mix-Kreaturen würden einzeln hier für immer feststecken. So, an adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it. Maybe even reverse it. Ob Yang das wusste? Ich meine, sein Adept ist gestorben. Zu dem Zeitpunkt, wo er sagte, dass die Biester alle tot sein müssten, die sie versiegelt hatten. Vielleicht ist das der einzige Grund, warum er nie wieder raus konnte. Weil der Adept zu früh gestorben ist. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. Awesome! So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Oh boy, Paimon's so nervous. Just watch. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. Denk mal drüber nach, wenn Zhao sich irgendwie vorher geopfert hätte. Statt Ito. Dann säßen wir jetzt in einer ganz schönen Tinte. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Ja, die riesige Schlange. Also schon wieder Kanria? Oh, that. Yeah, I was there too. Ja, die wissen ja noch nicht, dass Yelan sie gerettet hatte. Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was?
Der Kristall griff die Schlange an. Echt? Ich dachte einfach, sie hat das Ding zu Fall gebracht. That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? Was ja interessant ist, weil der Keil, der Kristall, ja ein Stück von Celestia ist. Also wurden sämtliche Ruinensachen hauptsächlich entwickelt, um Celestia, als Gegenstück zu Celestia, um Celestia zu schaden. Das hat quasi, Ruinenkräfte hat besondere Magie inne, um gegen Celestia vorzugehen. Das wirft dann eine Frage auf. Sind sie dann, naja, resistent gegen Celestia-Sachen nicht? Das wollte ich gerade anbringen, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall, weil Ruinensachen sind resistent gegen Physisches. Es hätte vielleicht die Vermutung aufgeworfen, so, jedes Land hat seine Elemente, aber Celestia ist dann irgendwie physisch. Aber nee, genau das ist es ja eben nicht. Das Gegenteil davon. If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. Ey, wir haben gegen das Ding gekämpft, ja? No. You're just trying to help us and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Alle. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Das würde erklären, warum wir es in einem Abyss gefunden hätten. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Na, wie geht's, Bossatius? Oder vielleicht doch mehr? Watch out! The
This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha, do I request your approval. Er weiß das schon, Lee. Keep this up. Your strength won't last. Danke. Das müsste eine der längsten Zwischensequenzen sein, die wir insgesamt hatten. That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. Ganz ruhig, hol erstmal Luft. I know what you were thinking, but... Du kannst nicht mehr über den Zeitpunkt Never meckern. mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. Du sagtest als ein Last Resort, okay, ne? Und ich glaube, das war der Zeitpunkt. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Dennoch danke. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. Wenn du einen Bestattungstypen siehst, ne? Das, She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Ja. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. Ich denke trotzdem nicht, dass sich sein Charakter irgendwie wandeln wird. Bei der nächsten Begegnung sagt er wieder, warum seid ihr hier? Ihr habt ja nichts zu suchen. Los, verschwendet. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Man kann ja argumentieren, dass der Traveler mit am wenigsten gemacht hat. Hey, so Bullchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever. Seine Seele ist da unten gefangen.
check on him. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Was? Is there any brain damage from the impact? Sie kann nicht verstehen? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. The heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Nein, der auch nicht. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Wir haben noch etwas zu tun. Ich meine, wenn er nicht eine Illusion war... Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Ihr könnt genug für eine ganze Woche essen. Also esst ein bisschen was für uns mit. Dann, keine Ahnung, ihr werdet arm. Oh, wait. Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Das wollte ich auch sagen. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. Keine Sorge, ich habe schon alles verstanden. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us! Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Und man sagt, Ushi hätte nie aufgehört zu tanzen. Hey. Finished taking care of business? Nee, wir fangen gerade erst an. Business. We were just saying goodbye to our friends. Du bist Business. You're still here. Du auch. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues.
Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. Kann manchmal ganz schön böse sein. Sie macht nur ihren Job. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Yeah, you wouldn't know. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Das ist schon ironisch, die Person, die uns geholfen hat. Das ist zur Abwechslung mal etwas Geheimes, was sie nicht weiß, wo wir sagen müssen, top secret. You don't know, you cannot know. Bye, Yelan. Alrighty. You knew I was waiting for you? Mhm. Warum sonst? Du kannst dich teleportieren. Warum sonst würdest du hier die Beine in den Bauch stehen? Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Hier in der Kluft. Mal sehen, sehr weit sind wir nicht. Nee. Nach der Quest hätten wir es. Alrighty. Ach, dieses Haus kennen wir ja. The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Sie sieht's immer noch. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers, and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. Für dich persönlich, das ist egoistisch. So. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Es ist lediglich selbstzerstörerisch, so wie dein Burst. Wir haben was zu sagen, Ushis Worte. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a Yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Wenn noch irgendwelche Leute am Leben sind, die mit dir rumhängen können, versteht sich. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others.
Dann sag mal, wie waren Sie denn drauf? They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. Alatus bist scheinbar du, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass er vielleicht der Einzige war, der kein normales Leben wollte, ist vielleicht einer der Gründe, warum er als Einziger überlebt hat. Weil er quasi immer sich vor seiner eigenen Kraft in Acht genommen hat und sie niemals unterschätzt hat. Er ist niemals weich geworden. Vielleicht. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yenfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. Nur halt für andere. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Jetzt ist die Frage, sagen wir das? Haben wir jemals eine Bestätigung bekommen, außer von uns gerade in der Cutscene, dass Zhao weiß, dass Zhongli Rex ist? In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Let's support each other. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Außerdem, um nochmal auf das andere zurückzukommen, Zhongli hätte nichts getan, was er nicht gewollt hätte. Dass er überhaupt dahin gekommen ist, um auf dich aufzupassen, Das sagt doch einiges über seine Intention, ganz egal, ob er hätte eingreifen müssen oder nicht. Oder hat er dir Erlaubnis gegeben? Das kommt auch noch dazu. It's good that one more person will remember him. Mach mal den da. Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung.
Do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhao up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother! What's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyang. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. Ich denke, das ist in Ordnung. Sonst hätte er es nicht gesagt. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Es kam sehr viel Gutes aus dieser Story. Wobei ich auch sagen muss, da ist ein High-Contender mit dieser Operette von Yunjin mit Shenhe am Anfang des Jahres. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius' fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. Kann das also endlich akzeptieren? I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Es lief auch definitiv anders, als ich gedacht habe, die Quest. Ich hätte ja gedacht, so...
Halt so Bosskampfmäßig, ne? Gegen Bosacius am Ende, dass er lebt oder irgendwie diesen Raum erschaffen hat oder so. Das lief alles ein bisschen anders. Eine neue Quest. Aber die meinte nicht. Mal sehen, welche haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die sind erreicht. Okay. 6 Stück. Ich habe noch die meisten Hangout-Events, wenn ich ihm was Primus will. Aktivieren wir den. Habe ich nicht einen Schlüssel benutzt? Ah, nee, Quatsch, die Kommission. Ah, ja. Wurde ja direkt aufgefüllt wieder. Hernach die Spur von Pervasis. Wird leicht verwirrt. Time to act. Das war schön. Aber ich genieße jede Story-Quest. Ist das nur ein Zufall? Hatte ich die Quest schon vorher? Oder ist das jetzt in Folge dieser Quest, dass er jetzt hier ist? Der hätte sich ja beim Laternenfestival beim allerersten als Yaksha ausgegeben. So kamen wir auf Pervasis. Das war eine scheiß Aussprache. Ey. War schon vorher ein Betrüger, also. Na. So, und was haben wir jetzt noch? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Achso, klar, natürlich wegen der Jelan-Quest. Die werde ich heute nicht machen. Tatsächlich denke ich, dass wir fast am Ende sind. Wir machen einmal. Mal schauen. Ah! Mal sehen, 48. Ich weiß nicht, wie weit wir sind. Hab nicht mitgezählt den heutigen Stream. Ich glaube, wir hatten 4 insgesamt. Ich stecke fest. Warte mal. Kann man da nicht hin? Okay. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist dort. Alrighty. So, und das andere Ding? Das war nicht... Nee, ich weiß nicht, was es war. Mal schauen. Moment. Die Herausforderungsbelohnungen stehen noch aus.
Einer. Nur einer. Ein einziger. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr an diesem Punkt. Das ist doch nicht wahr. Dann suchen wir jetzt in der großen Kluft eine Truhe. Dann würde ich sagen, das war's. Ich werde die Events übrigens nicht on-stream machen. Also, höchstwahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wenn wir morgen neben Quests noch was übrig hätten. Und für Quests würde ich sagen, wäre halt die Ayato-Quest und die Yilan-Quest. Wenn ich dann noch was übrig habe, würde ich Enkanomia erkunden, was für mich halt schon viel länger ansteht als überhaupt der Untergrund, den wir jetzt durch haben. Wir schauen. Eine Truhe. Das ist alles, was ich will. Es könnte immer noch lange dauern. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen würde. Müsste. Sollte. Dürfte. Könnte. Wir müssen zufällig etwas finden. Was für eine Art, geweckt zu werden. Die Laterne dort ist aktiv. Bin mir aber nicht sicher, wofür sie benutzt wurde. Die Quest wird wieder angezeigt. Die werde ich jetzt erstmal nicht... Ich habe sie ja markiert. Die werde ich jetzt erstmal... Nein, wait. Doch, das ist sie. Das ist dieselbe. Die werde ich jetzt erstmal nicht beginnen. Ich lese sie ja eh nicht vor. Es gibt also im Stream nichts, wenn ich sie on-stream annehme. Oder bearbeite. Das sind so Offscreen-Sachen für mich. Ah. Fire it up! Rain outlines your fate. Wir wollen es ja schön verteilen. Da soll jeder ruhig nass gesplasht werden. Ho, ho, ho. Okay, was ist das? Schatzmarder. Alright. Huch. Habe ich da etwa was gefunden? Ein goldener Schatzmarder. Take it easy. Ein Messingring. Das könnte mit einer Quest zusammenhängen. Ich erinnere mich gerade nicht. Das klingt so leicht. Wir finden nur noch eine Truhe hier. Aber da wir hier 91% Completion haben, könnte das nicht sehr leicht sein. Ansonsten, wenn ich wirklich gar nichts finde, gehe ich nach Enkanomia und suche dort eine Truhe. Bei 55% lässt sich auf jeden Fall was finden. Und wenn es dort ist, wo ich nicht mal den Teleportpunkt aktiviert habe, was vielleicht auch hier die bessere Suchchance ergibt. Weil ich denke nicht, dass ich dort gründlich war. Absolut nicht. Ich bin ja eigentlich nur einmal durchgelaufen, bis ich am Rand war und dann wieder rein. Jetzt mal ein paar Chichi-Mets sammeln. Es wird nie wieder so einfach sein wie hier. Keine 20.000 Jahre klettern, um nur eins dieser Dinger zu erwischen. Das war die Grütze.
Ja, war. Ich hab's nie zu Ende gemacht. Deswegen ist die Shit hier nicht descended. Stimmt. Ich habe mich noch gestern bei eher darüber beschwert, dass meine Chichi nicht den besten Damage-Output hat, aber sie ist nicht mal ascended. Lass dich auch so ein bisschen erwerten. Oh, ein Babyhawk. Der gibt ja... Ah, okay, der gibt Fleisch. Okay. So, wer greift an? Das weiß das Spiel wohl selbst nicht. Oder? Hm. Aber wir haben nämlich gesehen. Take it easy. Busted. Keine Chance, dass hier was ist. Take it easy. Kann ich hier hochrennen? Jo. So, die Bernsteine sammle ich natürlich auch sehr gerne für Shang-Yungs Ascension. Okay, große Chance, dass ich hier noch was nicht habe. Bedo und Erze sammeln ist nie so das Beste. Das durfte ich auch schon bei den Anfängen der Inazuma-Erkundung feststellen, dass man sich mit ihr immer sehr gerne über die Erze drüber bewegt und am Ende gar nichts trifft. Was hat das mit diesem Podest auf sich? Ist das von einer Herausforderung? Die bleiben doch nicht stehen. Ein gutes Zeichen, wir sind hier schon gewesen. Okay, wir haben was. Aber warum? Oh, ich habe eine Errungenschaft. Ich hätte nichts suchen müssen. Warte mal. Da wurde mir irgendwie was gespoilt. Ich habe noch was gefunden. Oh nö. Ich weiß nicht, der bleibt so lange, wie die Säule da bleibt. Nein. Ja! Certainly worth the extra mile. Und das beballert werden. Na, wenn die unbedingt wollen, dürfen sie. This is order. No, my soul! To ash!
witches! Witness the power! Here comes the catch! Gotcha! So. Und wie viele hätte ich bekommen? Also einer wäre ja schon genug gewesen, 10 wären es gewesen. Okay. Dann haben wir hier den Abschluss. Wir gehen dorthin, wo wir den Stream jetzt beenden werden. Jade Gemach. Gemach, Gemach. Vielleicht mal nicht Spitze? Sounds good to me. Okay, wir haben das Approval. Into the wind. Wie beklettert man das Jadegemach am besten? The wind knows me. Oh nö, schade. Ich würde vorschlagen, mit ein klein wenig Hilfe und Zeitüberbrückung von dem hier. Dann verfängt man sich auch nicht so auf den Dächern. One with nature. Ja, das war nichts. Time to go. So, wir sind dann zumindest schon mal auf dieser Stufe. Alright. Juhu! So. Und den Rest klettern wir. Into the wind. Alright. Das ist doch schön. Schönes Wasser heute. Gut. Dann schauen wir mal. Hat sich der Aufwand gelohnt? Für die Aussicht auf jeden Fall. Tatsächlich. Lieber einen Rabenbogen als eine Rabenmutter oder Rabenvater. Oder Sarah? Nein. Okay. So, wir haben jetzt einen Kerl da oben bei Drachengrad. Könnte Monstert sein. Und bei der großen Kluft ist Leo. Ob es da vielleicht noch einen Inazuma gibt? Ich weiß ja so nicht. Aber ich weiß, wir beenden jetzt hier. Wir machen morgen weiter. Morgen vor der Kayato-Quest würde ich wahrscheinlich die Jelan-Quest bevorzugen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und ein bisschen Enkanomie erkunden steht auf jeden Fall an. Wir werden sehen, was noch so kommt. Ich habe erstmal Hunger. Ich mache mir was zu essen, dann geht's ins Bett. Und wünsche euch dann morgen einen schönen Feiertag. Sollte man sich nicht sehen, ansonsten sehen wir uns dann natürlich einen schönen Start in eine schöne Woche, die schon mal schön anfängt. Bis dahin dann. Gute Nacht. Und tschüss, tschüss. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again.